Karneval in Köln 2019 unter dem Motto Unspruch ist Heimat. Freuen Sie sich auf Guido Kanz. Sie können Ihr Fahrrad hier nicht abstellen. Hier auf der Straße kommt gleich türkische Staatspräsident Erdogan vorbei. Hätte Kölsch gesagt, Jung, blieb doch ruhig, ich schließe doch ab, ist doch jo. Jürgen Beckers. Aber machst du die Füße aus dem Bett hängen? Die sind zu kalt. So, dann tu sie da unter der Decke. Nee, ich will die kalten Dinger nicht im Bett haben. Volker Weininger. Ich sag, Hubert, du bist jetzt 95. Das letzte Mal, dass du gezeltet hast, war da kurz vor Stalingrad. Ein bisschen was Leichtes für zwischendurch. Liebe Bernd Stelter. Ich habe mich konsequent von allem getrennt, was dick macht. Spiegel, Wagen, Fotos. Und natürlich jede Menge Musik. Höhner, Brinks, Blackfoes und viele mehr. Karneval in Köln, jetzt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Fernsehsitzung Karneval in Köln des Festkomitee Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Das Motto der Session 2019 lautet: Unspruch ist Heimat, auf Hochdeutsch, unsere Sprache ist Heimat. Aber nicht nur uns kölsche Spruch ist Heimat, jede Spruch ist Heimat. In Hamburg sagt man Buddel für Flasche, in Köln sagt man Tesch für eine Tasche. In Berlin sagt man Kieken für Schauen, in Köln sagt man Mädchen für Frauen. In München sagt man Händel für Hähnchen. In Köln ist ein Fahn ein Fähnchen. In Dresden ist ein Bämme ein Butterbrot. Doch ja, wie du schwarz, der Hauptsache ist, et hetzes Jod. Wenn ich ihn beschreibe, meine Damen und Herren, dann wissen Sie direkt, wer jetzt kommt. Über 25 Jahre steht er auf der Bühne. Blonde Haare, dieses Jahr mit dunkelrotem Anzug. Hier ist Guido Kanz. Morgen! Wie ist es? Ah, da kenne ich ganz viele Leute. Herr Kapellmeister, im Namen der Gruppe alles gut? Ich habe dich in der Session öfter gesehen als meine Frau, das ist Wahnsinn. Und vielleicht habt ihr einen kleinen Applaus übrig. Würde ich gerne den bestaussehendsten und jüngsten Elverrat begrüßen, den ich bis jetzt heute gesehen habe. Es ist ein Wahnsinn. Ja, guck doch mal. Wow! Im neuen Outfit, Herr Präsident. Der Kartoffeldruck steht dir gut. Ja, ich freue mich. Wir nehmen am besten die gute Laune aus dieser Veranstaltung mit ins normale Leben. Das ist schön. Und es kommen ja extra viele Leute nach Köln, um gute Laune zu erleben. Ich habe das feststellen dürfen bei einer Damensitzung im Oberbergischen vor 2 Wochen. Da habe ich eine Frau im Publikum gefragt, bist du verheiratet? Und sie antwortete mit einer Handbewegung und machte sowas. Ich habe gesagt, was heißt das? Sagte, ich bin verheiratet, mache aber keinen Gebrauch mehr davon. Verstehst du? Und da habe ich gemerkt, Frauen sind uns Männern humortechnisch überlegen. Frauen machen das anders. Ihr macht das subtiler, aber auf den Punkt. Das ist das Schöne. Und da, wo ich herkomme, braucht man sehr viel Humor. Ich komme aus einem kleinen Fischerdorf angereist. Sind Porzer heute hier bei der Fernsehsitzung? Boah, erste Reihe. Yeah, wir haben es geschafft. Wir sollten mal allen Damen und Herren, die von weiter weg kommen, sagen, wie schön es in Porz ist. Kommen Sie einkaufen, meine Damen und Herren. Wir sind ein Shoppingparadies. Die Porzer Innenstadt, ein Traum. Wir hatten mal einen Hertie, der ist jetzt leider fort. Wir haben ein Loch, bei uns wurde gebaggert. Porz ist eine Abkürzung, steht für Postleitzahlbereich ohne richtiges Zentrum. Wir haben Fachgeschäfte, ja, aber fürs Schrottwichteln. Und da, wo ich wohne, sehr nobel, Porz-Lind, das werden Sie nicht kennen. Wir haben eine eigene Autobahnausfahrt, ein Möbelhaus. Bei uns werden die Pakete von Hermes geliefert. Und wie soll ich sagen, wir haben viel Humor. Also Porz-Lind hat 3.500 Einwohner. Ich bin da aufgewachsen, man kennt sich.
Und wir hatten einen Mann in der Nachbarschaft, den konnte nie irgendjemand leiden, so ein Unsympath. Ob Kölsch, ich will mal sagen, so eine Mutzebuckel, so eine Kniesbügel. Furchtbarer Mann. Der ist im Oktober verstorben. Und obwohl den keiner leiden konnte, war die Beerdigung sehr voll, weil alle sicher sein wollten, dass der auch wirklich... Auf dieser Beerdigung hat eine Nachbarin von mir eine Nummer abgezogen. Ich hätte mich das nicht getraut. Ich habe gelernt als Messdiener, man ist höflich bei einer Beerdigung, da wird kondoliert. Man wirft ein wenig Erde ins Grab runter, ein Blümchen hinterher. Habe ich alles gemacht. Dann kam diese Frau als Letzte ans Grab. Man muss dazu sagen, die stand auch 10 Jahre mit diesem Tuppes vor Gericht wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten. Ich hätte misstrauisch werden können. Ich habe noch nie jemanden mit einem Rucksack bei einer Beerdigung gesehen. Die ist vorne ans Grab, hat den Rucksack ausgezogen, abgestellt, aufgemacht, hat einen Feuerlöscher rausgeholt und hat diesen Feuerlöscher original runter ins Grab geworfen. Da war Totenstille. Ich habe mich gar nicht mehr getraut zu atmen. Unser Pastor hat gesagt, was soll das denn? Sagt die, da wo der Mann hinkommt, wird er ihn brauchen. Können wir mal klatschen für unser Orchester? Das ist ja sensationell. Herr Quoth, wow. Da holt er die Pommesgabel raus. Wacken hier, doch. Ja, wir sind lustig in Köln. Ne? Hier sind gute Leute unterwegs, muss man sagen. Das ist toll. Was es in Köln gibt, gibt es nur in Köln. Unsere Oberbürgermeisterin sitzt, ist auch irgendwo hier. Ich muss gerade mal gucken, wo sitze. Frau Reker, hallo, wir sind Spitzenreiter. Zumindest bei den Schlaglöchern in Deutschland. 6.500, yeah! Sie glauben, das ist Zufall. Der Mann von unserer Oberbürgermeisterin ist Golfprofi. Das hat was mit Klüngel zu tun. Ja. Perry Sommers hat gesagt, super, da kann ich vor der Haustür trainieren, das ist gut. Aber wir Kölner nehmen sowas mit Humor, ja? Wir sagen, jod, unsere Straße hat Zellulite, aber jod, ne? Ich war letztens bei einem Taxifahrer, der hat zu mir gesagt, Jorens, Menge Wackeldackel auf der Hutablage hat schon ein Schleudertrauma. Aber wir sind in Köln. Und wir haben Humor, das ist bei anderen Städten nicht ganz so. Haben wir heute Gäste aus der Landeshauptstadt zufälligerweise hier? Der Oberbürgermeister ist da. Herr Geisel! Ja, man merkt, die Düsseldorfer das ist eine andere Temperatur. Ja, die sind immer leicht untertrüffelt, die Düsseldorfer. Aber der Name ist natürlich Herr Geisel. Ist Ihre Frau da? Vera, Grüße. Wenn die beiden Krach haben, das ist ein Geiseldrama. Das sage ich dir. Ja, schön, das ist Düsseldorf. Das ist für die Fernsehzuschauer, wir flachsen uns immer so ein bisschen. Düsseldorf ist toll, ich wäre vor kurzem fast hingefahren. Also, nicht freiwillig, aus Versehen. Ich war auf der Autobahn, bin geschnitten worden. Da sage ich so vor mich hin, fahr zur Hölle. Da sagte Siri, die Route nach Düsseldorf wird berechnet. Was war das? Glückliche Reise von früher. Alles klar, danke. Nehmen wir. Nein, das ist ja nur, wir flachsen uns doch nur. Man muss Humor haben. Ich habe das letztens gelesen, im Kölner Stadtanzeiger war ein großer Artikel über einen Mann aus Düsseldorf, der bei einem Arbeitsunfall sein rechtes Ohr verloren hat. Die haben überall gesucht in der Werkstatt, haben aber das Ohr nicht gefunden. Irgendwann wurde er dann abgeholt ins Krankenhaus in Düsseldorf. Der Professor war sehr nett. Sagte, ich habe eine gute, eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute, wir haben einen Organspender gefunden. Die schlechte Nachricht, der Mann kommt aus Köln-Kalk. Da hat er gesagt, Herr Düsseldorf, jetzt hören Sie mal auf mit dem Blödsinn. Das ist eine Legende mit dieser Rivalität. Bitte, ab in den OP, machen Sie das Ohr dran, ist mir egal, wo der herkommt. 72 Stunden nach der OP hat der Zimmernachbar zu dem Professor gesagt, Herr Doktor, eine kurze Frage, der Mann mit dem Ohr, den habe ich seit 2 Tagen gar nicht mehr gesehen. Haben Sie den entlassen? Sagt er, nee, der ist verstorben. Das Ohr hat den Körper abgestoßen. Oh! Kleines Rätsel, was hat dieser Tusch mit der Pointe zu tun? Am Ohr, am Ohr, am Ohr. Das ist hier was für Intellektuelle, Freunde. Ja. Nein, ist doch toll, wer heute alles hier ist. Hier sind Leute, die kommen extra nach Köln, weil sie glauben, in einem kölschen Brauhaus wird man von einem Kürbis zuvorkommend behandelt.
Junge, ich war hier in einem Brauhaus, da kam jemand aus Dresden. Boah, so ein Aborigine, der hat doch nicht Kürbis gesagt, sondern Kürbis. Hallo, Herr Kürbis! Und der Kürbis war vorher schon schlecht gelaunt. Danach richtig, der Sachs hat ihm die halbe Lebensgeschichte erzählt bei der Bestellung. Sagt, hallo, ich wollte doch sagen, ich bin aus Dresden, so. Ich bin Veganer, esse nur glutenfrei, habe so eine leichte Laktoseintoleranz hier. Bin allergisch gegen Glutamat, mag keine Kapern, das Ganze natürlich ohne Alkohol, zuckerfrei, biologisch und fair gehandelt. Was kann ich denn bei Ihnen bestellen? Sagt der Kürbis, Jung, bestell dir ein Taxi, aber voran, ne? Ja, das ist gut, dass wir alle Humor haben, weil sonst können wir den Alltag auch gar nicht ertragen. Solange Donald Trump amerikanischer Präsident ist, brauchen wir sehr viel Humor. Der Mann ist irre. Ob Kölsch würde man sagen, der ist schwer in Ordnung. Aber auf der Rangliste der Politiker, die ich nicht leiden kann, gibt es eine neue Nummer 1. Das ist der türkische Staatspräsident Herr Erdogan, weil der hat letztes Jahr eine Nummer gemacht. Da habe ich wirklich geglaubt, wir sind bei Verstehen Sie Spaß und mir hat gar keiner Bescheid gesagt. Wir hatten ihn eingeladen zum Besuch nach Berlin, Staatsbesuch. Das Erste, was Erdogan gemacht hat, ist aus dem Flieger raus und hat den Vierfinger-Muslim-Brudergruß direkt in die Kamera gehalten. Eine totale Provokation. Da habe ich noch gesagt, 4 Finger, da fehlt doch einer. Den kann er von mir haben, hier gratis, kostenfrei, gerne. Von Herzen kommend aus Lind nach Ankara, gerne. Ja, gerne. So. Unnötig. Danach ist er nämlich nach Köln geflogen, um bei uns unsere Moschee einzuweihen, in Ehrenfeld. Alles super. Problem war, Verkehrschaos. In Porz konnte man gar nicht mehr Auto fahren. In der Innenstadt war alles gesperrt. Ich habe noch gesagt, warum kommt denn der Erdogan nicht, wenn in Köln Chaos ist? Heute, Rosenmontag, wäre ein schöner Termin gewesen. An so einem Tag fällt ein Clown mehr oder weniger gar nicht auf. Da hätte der schön im Fastelavn die Moschee einweihen können. Kölle Allah, super! Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich bin gefragt worden, Herr Kanz, passt der Islam nach Köln? Habe ich gesagt, natürlich passt der Islam nach Köln. Die KVB Islam, der Berufsverkehr Islam, die Baustellen der Oper Islam, die Stadt Köln Islam. Das passt hervorragend, ja. Ja, doch. Danke. Ja, das ist schon. Was mich wirklich geärgert hat, die ganzen Absperrungen in Ehrenfeld hat nicht die Kölner Polizei gemacht, sondern eigenes Security-Personal vom Präsidenten. Und hinterher kam raus, einige Männer zum Teil heftig vorbestraft. Wir Kölner lösen sowas mit Humor, natürlich. Ein älterer Herr aus Ehrenfeld war mit seinem Rätsche unterwegs, kam an so eine Absperrung und die war dem trivial. Der hat sein Flatterband zur Seite und hat sein Fahrrad direkt vorne an der Straße gegen so eine Laterne-Pole gestellt. Das dauerte ca. 90 Sekunden. Da kam ein Sympathieträger mit so einem Kreuz vorbei. Arkadaş, Sie können Ihr Fahrrad hier nicht abstellen. Hier auf der Straße kommt gleich türkischer Staatspräsident Erdogan vorbei. Hätte Kölsch gesagt, Jung, blieb doch ruhig. Ich schließe doch ab, ist doch jo. Ja, wir haben viel Humor, das ist schön. Ne? Man muss aber sagen, bei der deutschen Politik muss man auch viel Humor haben. Unser Ministerpräsident hat ganz viel Humor. Herr Laschet, grüß Sie. Ist Ihre Gattin da? Susanne ist auch das, sehr schön, ja. Die Gattin des Ministerpräsidenten oder wie man in Hambach sagt, die First Lady. Guten Abend. Ja, das ist sehr schön. Ah, schön. Das sind nette Leute. Ja. Toll, ne? Unser Innenminister ist auch der Herr Roll. Kompliment, ich habe gelesen, die Kriminalstatistik in NRW, wir sind auf dem tiefsten Stand seit 30 Jahren. Wenn Sie sich jetzt nächstes Jahr noch einen alten Trenchcoat anziehen, sind Sie für mich der rheinische Inspektor Columbo. Ein bisschen Ähnlichkeit? Ja. Wahnsinn, ne? Ich meine, das sind ja beides Experten, was Hambacher Forst angeht. Ja, schon, ne? Wie ist denn das, wenn man da an so einem Baum steht und hört oben im Baum das Klopfen? Ist das dann ein Specht oder macht irgendein Aktivist sein Frühstücksei auf? Man weiß es nicht. Da muss man doch Humor haben. Komm, ist doch klar. Wie bei Angela Merkel auch. Ich habe mich so gefreut, dass Angela mal wieder gelacht hat. Haben Sie es gesehen? Bei der Unterzeichnung des Aachener Vertrags mit Herrn Macron. Da ist Mutti aber noch mal steil gegangen, wa? C'est bon.
c'est bon. Macron, mon amour. Die hat gar nicht mehr aufgehört zu bützen, ich habe mitgezählt. Da war die Perle aus der Uckermark ein bisschen rösig, ja, aber ich hab's ihr doch gegönnt, bitte. Die Kanzlerin hat so viel Kritik einstecken müssen das letzte halbe Jahr. Viele haben doch gesagt, der Einzige, der noch geschlossen hinter Angela Merkel steht, ist der Berliner Flughafen. Ja. Stimmt ja nicht. Sie hat doch ein Casting gemacht bei der CDU um den Vorsitz. Germany's Next Angela Merkel. Es gab 3 Kandidaten, Herr Spahn, Herr Merz und Annegret. Wer hat gewonnen? Eine Frau. Das ist kein Zufall. Wir wissen wenig über Frau Karrenbauer. Wir wissen, sie hat 3 Kinder. Das habe ich gegoogelt. Wir wissen, Frau Karrenbauer hat einen berühmten Bruder. Kati Karrenbauer, auch Walter genannt. Und wir wissen, sie kommt aus dem wunderschönen Saarland. Sind Freunde des Schwenkgrills heute Abend hier? Haben wir Saarländer? Ganz hinten wahrscheinlich. Ach, hier vorne, Entschuldigung. Hier, sag mal, stimmt das, dass Rainer Kallmund mittlerweile bei euch in Saarlouis lebt? Das ist Wahnsinn, stimmt wirklich. Was lernen wir daraus? Das Saarland muss doch viel größer sein, als wir in Köln alle glauben. Das ist... Wunderbar. Oh, lecker, schön, lecker. Oh, bisschen Butter drauf, ne, schön. Oh. Nein, aber Annegret Kramp-Karrenbauer, das ist ein Name, den kannst du dir doch nicht ausdenken. Das sind 25 Buchstaben. Wenn du den beim Scrabble legst, bist du Tagessieger, 100%. Deswegen doch die Abkürzung AKK. Das ist so eine Mischung aus Krankenkasse und Kernkraftwerk. Aus AOK und AKW macht AKK. Und ich glaube, sie will Kanzlerin werden. Also sie hat zwar bei Maischberger rumgeeiert, aber das würde ich übrigens Donald Trump wünschen. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer Kanzlerin wird und er diesen Namen 3-mal hintereinander fehlerfrei aussprechen muss und dann reaktivieren wir als Außenministerin noch Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Und wenn AKK Kanzlerin werden sollte, stand heute wahrscheinlich mit den Grünen zusammen. Die Grünen sind unglaublich erfolgreich. Wer hätte das denn gedacht? Wer hat in den 80er Jahren die Grünen gewählt? Ewald Lienen, Peter Lustig und die 7 Zwerge. Sonst keiner? Da gab es noch Joschka Fischer. Ne? Und ich hatte eine sehr schöne Begegnung mit einem jungen Mann während der Session in Hürth-Efferen. Und ich erwähnte Joschka Fischer und er hat mich angeguckt und sagte, alter Joschka Fischer, wer ist das? Und da merke ich, dass ich 47 bin, da entwickle ich so Vatergefühle. Ich sage, den musst du doch kennen. Kennst du überhaupt einen Politiker aus der Partei? Da hat er mich angeguckt und gesagt, na logisch, Cordula Grün. Ja. Ich habe dann erstmal klargestellt, es gibt Claudia Roth, Cordula Grün ist eine andere Partei. Das ist die Après-Ski-Partei. Ich sagte, du musst mal googeln, Joschka Fischer, Junge, das war mal ein berühmter Außenminister und Heiratsschwindler, den kennt man doch. Kannte der nicht. Der kannte die SPD aber auch nicht. Das ist auch bitter, die SPD hat mittlerweile einen eigenen Feiertag. Black Friday, minus 20%. Ja, ist doch... Andrea Nahles hat noch vor Monaten optimistisch am Mikro gestanden und hat gesagt, das gibt voll auf die Fresse. Sie wusste nicht, dass die eigene gemeint ist. Und jetzt hat die auch noch, die SPD-Chefin, Tipps bekommen von Gerhard Schröder. Ich glaube, das ist die Höchststrafe. Das ist ungefähr so, als wenn Jan Ulrich bei dir anruft und sagt, Junge, du trinkst zu viel. Da musst du aufpassen. Ja. Aber egal, was ihr wählt, und das meine ich aus tiefstem Herzen, alles ist definitiv besser als die AfD. Da laufe ich lieber nackt durch den Deutschen Bundestag, als mich von Alexander Gauland als sein Volk titulieren zu lassen. Viele machen sich's natürlich einfach. Die sagen, ja, die Politik nimmt uns aber nicht mehr mit. Sag ich, ja gut, bei Dieselfahrzeugen stimmt's. Man sagt ja auch nicht mehr Dieselfahrzeug, man sagt Autos mit Emissionshintergrund. Ja. Demnächst dürfen wir gar nicht mehr fahren. Warum? Wegen dieser lustigen Stickoxide. Ganz ehrlich, meine Eltern haben damals beide in unserem Auto geraucht. Wir hatten den Feinstaub im Wagen drin. Ging auch. Überleg mal, Helmut Schmidt würde noch leben, Junge. Der hätte Stickoxidwerte, boah. Aber den kannte man wenigstens. Das waren Politiker, die man kannte, so wie unsere hier in Nordrhein-Westfalen. Viele kennst du doch gar nicht mehr. Mal unseren Elverrat fragen. Wir haben ja intelligente Leute hier. Wie heißt denn unser Entwicklungsminister? Müller kennst du? Vorname? Dieter Müller, ja. Fast. Gerd Müller. Da sagen noch einige Leute hier vor dem Fernsehschirm, Gerd Müller, den kenne ich. Der war früher schon gut.
Ja, das ist 74 zur WM geschossen, das war gut. Ja. Da sind wir aber wenigstens Weltmeister geworden, 74. Was war denn bitte letztes Jahr los? Da, gebe ich zu, war Humor schwierig bei mir. Was war denn das für eine WM? Ich habe allen Leuten erzählt, wir werden Weltmeister. Wir holen den Pott, habe ich allen erzählt. Dann kommt mein Papa um die Ecke. Mein Papa ist wie Herr Geisel, Schwabe. Der ist fast 80, muss man dazu sagen. Mein Vater sagt, Sohn, ich möchte nicht deine Euphorie bremsen, aber wir Deutschen haben in Russland noch nie richtig gut abgeschnitten. Sagte mein Vater. Ich sag, Papa, stimmt, aber das war im Winter. Jetzt ist Sommer. Das war eine WM. Ich habe echt keinen Spaß gehabt. Wer mich zum Lachen gebracht hat, war mein Kumpel Janosch, der ist Pole. Der hat Spaß gehabt, der hat gelacht. Ich habe das nicht kapiert. Ich sag, warum lachst du denn? Ihr seid doch auch in der Vorrunde ausgeschieden. Guido, nimm's mit Humor. Wir Polen hatten keine Chance. Ich sag, Moment mal, ihr habt Lewandowski im Sturm. Also, das stimmt ja nicht. Wir hatten keine Vorbereitung. Ich sag, wieso hattet ihr keine Vorbereitung? Sagt er, denkt nach, es war Mai, Spargelzeit. Verstehst du? Da ist mir klar geworden, man muss über sich selber lachen können, dann funktioniert's. Auch in der Ehe, ist doch klar. Die meisten werden doch hier verheiratet sein. Herr Rothhaus auch, die sind ja alle schon lange verheiratet. Fritz Schrammer auch, alle. Du bist auch verheiratet, bestimmt. Schon länger? Oh, guck mal, er hat ein Schild. Ach, wie süß. 25. Gut, oder? Gut. Ich bin auch schon fast 10 Jahre verheiratet. Aber wir haben uns ja früher anders kennengelernt. Du hast doch deine Frau bestimmt zum Essen eingeladen. Da wurden Getränke bezahlt. Macht man heute nicht mehr. Heute gibt es eine App zum Kennenlernen. Junge Leute haben heute eine App. Tinder. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier bei der Fernsehsitzung. Hat jemand Tinder-Erfahrung? Was mit dir? Hast du Tinder-Erfahrung? Nee. Das müssen wir natürlich einigen Ehrengästen hier vorne erzählen. Tinder ist so ein digitaler Sauerlandstern, Herr Laschet. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Ach, Sie kennen sich auch. Der Mann kennt sich aus, Entschuldigung. Freundschaft. Das geht heute alles schneller. Auch die Trennungen gehen auch schneller. Ich habe das bei Helene und Florian gesehen. Ja, das war... Florian ist so ein Kollege von mir im Ersten. Helene war ganz oft in meiner Sendung. Ich war Familie. Ich war lange Fisherman's Friend. Ich kenne die doch gut. Dann kommt die Helene zu ihrem Ex in die Sendung, hat schon ein neues Silbereisen im Feuer. Und dann werden da auch noch Tränen vergossen. Ich war auch geschockt, als ich diese Nachricht gelesen hatte. Helene und Florian sind getrennt. Da haben sich viele Männer in Deutschland Hoffnungen gemacht. Aber Florian ist wohl noch nicht so weit für eine neue Beziehung. Ne? Nee. Ich wollte hier nur mal testen. Hallo, bitte. Das war ein Scherherz. Der Florian ist ein Kumpel von mir, der hat ein Problem. Der hat ein riesen Tattoo von Helene auf dem Oberarm. Ihr Gesicht. Ja, der ist fertig. Er hat gesagt, Guido, was soll ich denn machen? Sagt Florian, es gibt nur eine Rettung, Fitnessstudio, viel Hanteltraining. Nach 3 Monaten sieht die aus wie Maite Kelly. Komm. Ja, Freunde, eine unglaubliche Rede, eine fantastische Rede, ein Feuerwerk von Pointen. Guido Kanz. Den Orden hast du schon, lieber Guido. Auch hier nochmal vielen Dank an Markus Quoth für dieses wunderbare Zusammenspiel mit Guido Kanz. Auf euch beide, dreimal von Hetze, Köln. Guido Kanz, Westdeutscher Rundfunk. Herzlichen Dank. Seit 49 Jahren gewähren sie uns tolle kölsche Lieder. Es ist die Mutter der kölschen Bands und ich würde mal sagen, ohne die Blackfoes gäbe es vielleicht gar nicht mehr die kölsche Sprach. Hier sind die Blackfoes. Einen schönen guten Abend wünschen wir euch. Und wir würden ganz gerne etwas nostalgisch beginnen heute Abend. Ein Lied aus der Zeit, aus den Anfängen der Föse. Und ich bin sicher, die meisten von euch werden es kennen und sich daran erinnern. Und es beginnt hier bei uns am Piano.
steht für der Wirtschaftstür, der so jenens eine trinken wird. Doch hat viel zu wenig Geld, so lange auch zählt. In der Wirtschaft ist die Stimmung groß, aber keiner sieht der Allemann. Doch da tut einer mit dem Bier und sprechen einfach an. Trink doch eine mit, stell dich still so an. Du stehst hier die ganze zurück. Hast du auch kein Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Oh, trink doch eine mit, stell dich nicht an. Du stehst hier die ganze zurück. Hast du auch kein Geld, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Vielen Dank, ihr Lieben. Dankeschön. Wunderbar. Wir kommen jetzt zu einem neuen Lied, quasi ein Lied zur Lage der Nation. Eine Zeile von einem alten Lied von Willi Ostermann und das Stückchen hieß So schön wie augenblicklich, so schön war es noch nie. Jawohl. Hey. Yeah. Wir singen bitte gemeinsam. Ai, ai, ja, ai, ai, ja, ai, 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 ja. Ai, ai, ja, ai, ai, ja, ai, 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 ja. Es tut ein paar Euro auf der Bank, gespart für ein schlechtes Fick. Seid ihr den Bank nur lapidar nicht finse, kriegst du nix. Hast du nen Dieselpech gehabt, dann musst du doch verstanden, dass die Chefs mit 10 Millionen fein in Rente jagen. So schön wie augenblicklich, so schön war es noch nie. Nee, was sind wir glücklich, so ein Fick, die gehört nicht mehr. So schön wie augenblicklich, so schön war es noch nie. Nee, was jeder uns doch jod, uns steht doch ja nichts die, uns steht doch ja nichts die. Hey. Ai, ai, ja, Shampoos, Lachs und Kaviar. Ai, 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 ja, alles umsonst. Ai, ai, ja, und jede keine Kaviar. Dann redet auch uns blind. Sie jussen nicht dunkel, bitte. So schön wie augenblicklich, so schön war es noch nie. Nee, was sind wir glücklich, so ein Fick, die gehört nicht mehr. So schön wie augenblicklich, so schön war es noch nie. Nee, wann jeder uns noch jod, uns fehlt doch ja nichts mehr. So schön wie augenblicklich, so schön war es noch nie. Nee, was sind wir glücklich, so ein Fick, die gehört nicht mehr. So schön wie augenblicklich, so schön war es noch nie. Nee, was jeder uns doch jod, uns steht doch ja nichts die, uns steht doch ja nichts die, uns steht doch ja nichts die. Ai, ai, ja, oh wei, oh wei, oh wei. Dankeschön. So, ihr Lieben, das war was ganz Neues. Okay. Wir haben ja ein wunderbar kölsches Motto in diesem Jahr. Uns Sprach ist Heimat. Übersetzt für die Auswärtigen. Unsere Sprache ist Heimat. Und wir haben jetzt ein Lied für euch. Also wenn ihr da alles versteht, jedes Wort, dann kennt ihr die kölsche Sprache aber wirklich in- und auswendig. Wir laden euch ein, nochmal mit uns zu kommen in die Kaffeebude. Hey! La, 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 la.
Mittwochs, Donnerstags, Freitags, morgens 9:30. Da kommen sie von der Baustelle angerannt. Schreiner, Bützer, Mührer und die Bügele von der Post. Und so ja der dicke Schupper von der Ecke. Und dann standen sie in der Kaffeebude und füllen sich der Kaffee in der Garten. In der Kaffeebude. Kaffee, jeder ist in Singmanns Zeit und Rönn. Jeder dreht sich nach ein Brötchen. Und einmal wird der Schlüssel stark, der Bützer hätte so fertig gesagt, da haben sie nicht den größten Schluss. Du Gypsy, siehst du Weihnachtsmann, du bist auch vom Fußball an. Seit dort der Blöd und lass dich alles kaputt. Da stellt sich auf der Mühre in, meint haut den Kerl in den Ring und klappt den Blöd in Feder auf der Kopf. Und dann standen sie in der Kaffeebude und spülen sich der Kaffee in der Garten. In der Kaffeebude. Da verweht die Pumpe dann ganz schön flott. Jeder dreht sich nach ein Brötchen. Und einmal ist der Dübel los und auch der Bügel von der Post. Der wächst sich jetzt mit ihn und schreit. Hurra! Das geht sicher, was so? Der Bützer, ja, der ist nicht dumm und pischt den blöden Löffel krumm und schüttet ihm dann den Kaffee in den Mütz. Der Mührer, der geht Milch dabei und kriegt dann für die Schweinerei vom Bossmann Zucker hinter der Brille gespritzt. Der Kaffeemann brüllt, jetzt ist Schluss. Mach so ein Reizfuß und bringt den blöden Lappen für sich mit. Das ist aber nett. Die Jungen luren sich gut an und hier wird sich so langsam dran, bis alles mit der Pläng und sauber blitzt. La 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 la. Und so standen sie in der Kaffeebude und kloppen sich der Kaffee in der Garten. In der Kaffeebude. Bis sie sich dann endlich einig sind. Jeder dreht sich nach ein Brötchen. Die Frucht ist vorsichtig nicht am Ende. Die Junge jämmt sich daheim. Normal tun bis vorher 9:30. Aber pünktlich. La 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 la. In der Kaffeebude. La 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 la. In welcher Bude? La 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 la. Wer ist du? La 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 la. Kaffeebude. Dankeschön. Ja, das Liedchen darf nicht fehlen. Das ist das Lied über die Stadt, ob die mir all stand. Du bist die Stadt, ob die mir alle stand. Du hast uns als Band schon angetan. Du hast herrlich lache. Du bist die Frau, die Rott und Wasser kriegt. Jo, Ding Haar und so bunt die Kleid. Du hast Knies in der Hut, doch die Nägel ruht. Grell, ihr Schwink und der Futt, ihr breit. Ein Glück, dass dir das all gut steht. Du bist die Stadt, ob die mal all ist dran. Du hast uns als Mensch schon angenommen. Du hast eine herrliche Lache in Gesicht. Du bist die Frau, die uns nun was verbrieft. Frech wie Dreck, doch es hat ist gut, klein bist du verdeckt, mit nix geht am Hut. Gut gelaunt, das war schon nerv, all das haben wir von dir, ja. Köln! Du bist die Stadt, ob die mal all ist dran. Du
schön. Eine haben wir noch. Es ist ein langer Tag, eine lange Session. Da muss man zwischenzeitlich mal darauf achten, dass man genug Wasser zu sich nimmt. Und wir haben natürlich die besten Voraussetzungen in Köln. Wir haben das Wasser von... Genau, und dann nehmen wir jetzt mal eine große Runde. Oliver Jod, gib uns Wasser, denn ganz Köln herrlich. Oliver Jod, gib uns Wasser und hilf uns in der Not. Habt ihr Durst? Mein Blumen lassen alles hängen. Wer hilft in der Not? Die Wellen sind, ich ist wie Jack am Stängel. Der Junge hält sich auf Boot. Und schlug die Schande over Tee. Und sagt jeden Ton. Die Waschmaschine, die spielt total verrückt. Warum hält der Mensch Kalkon? Ich fühl mir wirklich abends im Ring. Und jetzt ganz schon, da ist alles drin. Und wenn wir abends tot und durchstehst haben, wir glühen Dinger dran. Und das Wasser von Köln ist ja. Ja, das ist ja. Das Wasser von Köln ist ja. Ja, schräg ist ja. Das Wasser von Köln, Wasser von Köln, das Wasser von Köln ist ja. Oliver Jod, gib uns Wasser, denn ganz Köln hat Durst. Oliver Jod, gib uns Wasser und hilf uns in der Not. Ihre Stege sind schwer am Kummen. Und der Hostfahrer hat so genommen. Da hilft Gebüschen wie. Alle Wasserrühre sind total verstorben. Die Treppen für sich hin. Und Kaffee schwimmt bei dieser Öl voll am Dom. Wie könnt ihr denn uns freuen auf ihr, wie es bestimmt nicht schlecht. Doch wenn schon löscht, Jugend, der Penne wird schlecht. Und Herr gute Mutter überlesen dir. Und sagen wir morgen von Tür an Tür. Das Wasser von Köln ist ja. Ja, schmecke so jo. Das Wasser von Köln ist ja. Die Onkel, die Katz bist du. Das Wasser von Köln, Wasser von Köln, das Wasser von Köln ist ja. Oliver Jod, gib uns Wasser, denn ganz Köln hat Durst. Oliver Jod, gib uns Wasser und hilf uns in der das Wasser von Köln, Wasser von Köln, ja, das Wasser von Köln ist ja. Herrlich. Und weil es so jod ist, wieder noch ein Ründchen aus voller Brust. Oliver Jod, gib uns Wasser, denn ganz Köln hat Durst. Und jetzt ihr bitte ganz alleine. Vielen Dank, ihr Lieben, das waren eure Blackfoes. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja, liebe Freunde,
Was für ein schöner Auftritt der Blackfoes. Und auch hier darf ich mal vorstellen, Bümmel Lückerath, Hans Todam am Bass, Ralf Gusovius an der Schießbude, Andreas Wegner und 3 fantastische Sänger. In der Mitte sozusagen ein Gesangsdreigestirn. Der Prinz ist unser Erich Stocklosa. Die Jungfrau, der Mirko Bäumer, der bis ganz Bubbe singen kann. Und natürlich der Buhr, der bis ganz unge runjern kann. Unser Piet Huberten. Alles zusammen die Blackfoes. Nimmt den Orden des Festkomitees entgegen und dreimal von Hetze Köln. Blackfoes. Westdeutscher Rundfunk. Herzlichen Dank, Madet Jod. Tschüss. Manchmal hört man das Vorurteil, dass der Karneval nur aus Trinken bestehen würde. Daher ist es umso ausgefeilter, wenn jemand in der Bütt geht und das durch Übertreibung parodiert. Ich darf daher jetzt ankündigen, meinen Kollegen, den Sitzungspräsidenten. Hallo, lieber Joachim. Liebe Damen und Herren, ich sage so, wie es ist, ich habe schon leicht einen Sitzen. Weil, liebe Damen und Herren, unser Ehrenvorsitzender Hubert, der hat heute seinen 95. Geburtstag gefeiert. Ich sage euch, dass er die 95 Kerzen ausgeblasen hat. Der hat sein Gebiss 2 Glasvitrinen und ein Aquarium durchschlagen und dabei auch noch 3 Goldfische fachgerecht filetiert. Und zum großen Finale, liebe Finale, hat der Hubert dann auch noch ein Tablett mit 95 Doppelwacholder in Umlauf gebracht. Ja, da waren wir aber nur noch zu dritt. Englein war knapp, das war sein letztes Wort. Das Vogel in die Englein war. Ein Riesenapplaus für den Harald. Riesenapplaus für den Harald, liebe Damen und Herren. Den werden wir hier vorne noch sehr oft sehen. Nein, aber liebe Damen und Herren, an der Stelle... Da muss man an der Stelle mal ganz klar sagen, der Hubert, das ist wirklich die pure Lebensfreude. Wisst ihr, der plant jetzt schon seinen 100. Andere kaufen in dem Alter keine grünen Bananen mehr. Ja, normal dauert der nicht so lang. Liebe Herren und Herren, nein, aber der Hubert, der fährt sogar noch selber Auto. Mittlerweile seit sage und schreibe 14 Tagen unfallfrei. Ja, das hat er lange nicht mehr geschafft. Der fährt so schlecht, dem sein Navi sagt, nach 200 Meter halt an, ich will raus. Nein, also, wie gesagt, liebe Herren und Herren, der Hubert, der hat heute also gefeiert. Unsere Vereinskneipe in Wollis Wodka-Wigwam. Ja, das ist jetzt kein klassisches Speiserestaurant.
Nein, wisst ihr, ich will jetzt nicht die Kochkünste vom Wolli kritisieren, aber ich sag mal so, die haben den einzigen Hund im Ort, der am Tisch nicht bettelt. Sehr, sehr guter Witz. Ein Rosen der Gemütlichkeit, ein Rosen. Da muss auch mal trinken, bevor der Körper Durst kriegt. So, liebe Damen und Herren, und deswegen hat der Hubert vorsichtshalber auch nur kleines, kaltes Buffet bestellt, also Kölsch, Pils und Bommerlunder. Und liebe Damen und Herren, da hat der Hubert völlig recht, das reicht doch vollkommen. Guck mal, heute ist doch jeder Kindergeburtstag schon ein Mega-Event. Da weißt du, letztens so eine ökologisch wertvolle Familie, politisch korrekte Neubaugebiet, die haben über das Wochenende mit 15 Pence auf einem Bio-Erlebnishof eine genderneutrale Vogelscheuche aus kompostierten Dinkel-Reiswaffeln geklöppelt. Ich sag, was soll das denn? Ich sag, Entschuldigung. Ich sag, was soll das? Wo bleibt denn da der Nervenkitzel? Das ist doch völlig langweilig für die Kinder. Ich sag mal, dann nächstes Jahr mit den Pens lieber mal Veganer-Roulette. Eine Schüssel voll Soja-Frikadellchen und eine echte dabei. Ja, Veganer funktioniert immer. Gleich einer mit Düsseldorf und ich hab euch im Sack. So, pass auf, liebe Damen und Herren. Als Programm hatte mir damals maximal Topfschlagen. Maximal Topfschlagen. Ich meine, gut, manchmal haben wir auch Hau den Lukas gespielt. Aber da habe ich nie mitgemacht, weil der Vater von Lukas war Rechtsanwalt. Absolut vorhersehbarer Gag. Liebe Herren und Herren, nein, das ist heute doch alles undenkbar. Das wurde aber auch Zeit. Ich habe schon gedacht, der hätte da hinten einen Todesfall. Liebe Herren und Herren, nein, aber das ist doch heute alles undenkbar. Guck mal, heute, da hättest du direkt das Jugendamt auf der Matte, weil die Kinder beim Topfschlagen keinen Helm aufhaben. Nein, das ist doch, reißt euch zusammen. Liebe Herren und Herren, da machen wir letztens mit unserer Kindertanzgruppe einen Ausflug in den Kölner Zoo. So, da durfte der kleine Lasse Baptist nicht mitkommen, weil er vegan erzogen werden soll. Ich sag mir, wollen die Tiere nicht essen? Nun, wir holen uns höchstens ein paar Rezeptideen, du Spacko. Oh, 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 oh. Na, ist das schön, ist das schön. Das Orchester Markus Quoth, liebe Herren und Herren. Für eine Laientruppe ganz manierlich. Guck mal, ich kölsche Kastagnetten. Liebe Herren und Herren, oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe gleich noch Kegeln. Liebe Herren und Herren, nein, bei manchen Leuten, da kannst du wirklich nur noch an den Kopf packen.
Guck mal, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Vorstand im Verein, haben wir so einen jungen Querulanten. Ja, so ein typischer BWLer, ne, ganz frisch von der Uni, weiß wahrscheinlich gerade erst abgestillt und froh, dass er seit ein paar Nächten durchschläft. Hat zu viele BWLer im Saal. Liebe Damen und Herren, so, und der meinte dann, wir sollten doch als Teambuilding-Maßnahme mit dem Vorstand mal beim Köln-Marathon mitmachen. Ich sage, jetzt pass mal auf, mein Freund. Ich sage, wir machen einmal im Quartal Köln-Marathon. 15 Brauhäuser in 12 Stunden. Das ist eine konditionelle Nahtoderfahrung, du Lutscher. Einer geht noch rein. Harald, hast du mal ein Schaumbad eingelassen oder was? Oh, muss noch viel lernen. Liebe Damen und Herren. Nein, aber pass auf. Er meint ausgerechnet der Hubert, unser Ehrenvorsitzender, meint, das mit dem Teambuilding wäre doch gar keine schlechte Idee. Wir könnten dann alle zusammen Camping machen. Ich sage, Hubert, du bist jetzt 95. Das letzte Mal, dass du gezeltet hast, da war kurz vor Stalingrad. Ein bisschen was Leichtes für zwischendurch. Liebe Damen und Herren, aber in Gottes Namen, dann wollen wir dann eben im Sommer, ja, ihr müsst schon zuhören, liebe Damen und Herren. Also, da wollen wir im Sommer dann mit dem Vorstand am Campingplatz an der A, direkt am Weinberg, damit wir bei Versorgungsengpässen sofort eine Notkälterung einleiten konnten. So, jetzt sind wir aber erst kurz vor Einbruch, erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit sind wir angekommen, weil wir sind unterwegs ganz bös bei einer Weinprobe kleben geblieben. So, und gerade unser Alfred, der spuckt ja jetzt wirklich nicht rein. Dem seine Leber müssen sie später mit dem Castor-Transport wegbringen. Nein, pass auf. Na, da fragte letztens sein Arzt, wie viel trinken Sie eigentlich? Da sagt der Alfred, ja, so 5 bis 6. Da sagt er, also 5 bis 6 Woche, das ist doch in Ordnung. Da sagt der Alfred, ach so, pro Woche. Ja, dann so 50. Darauf der Arzt, sind es mal 50 Bier die Woche, das ist aber schon sehr viel. Da sagt der Alfred, ach, Bier zählt auch. Ich gehe ja nicht unvorbereitet auf eine Fernsehsitzung. Liebe Damen und Herren, nein, übrigens, die Weinprobe, da muss man an der Stelle sagen, das war für uns wirklich ganz dünnes Eis. Gerade für unseren Koch. Für unseren Koch ganz dünnes Eis. Da müsst ihr euch vorstellen, da sagt der Koch doch tatsächlich nach dem ersten Glas, guck mal, der Wein ist so ähnlich wie meine Frau. Gibt bessere, aber zum Kochen reicht es. Nein. Knaller auf jeder Damensitzung, liebe Damen und Herren. Nein, aber um Gottes Willen. Ich bin doch noch nicht fertig. Pass auf, da kriegt die Kellnerin mit. So, dann sagt die zum Koch, wollen Sie den nächsten Wein lieber süß oder lieber trocken? Da sagt der Koch, ja, so wie ich bin. Sagt sie, ja, hässlichen Wein haben wir nicht.
So wie auch immer, liebe Herren und Herren. Oh, mir ist es nicht gut. Liebe Herren und Herren, da meint euch geht es morgen besser. Liebe Herren und Herren, wie auch immer, weil wir so spät dran waren, haben wir da beim Camping nur noch einen Platz direkt neben einem Damenkegelclub aus Bad Hönningen gekriegt. Eine wasserstoffblonde Invasion in Leopardenleggings. Ja, die haben sich da seit Mittag schwer den Kessel verplombt mit Hönninger Schorle. Ich weiß nicht, kennt ihr Hönninger Schorle? Ja, pass auf, du nimmst einen leeren Eimer. Ja, damit fangen nie gute Dinge an. Du nimmst einen leeren Eimer, da kippst du ein Pikolöchen rein und dann wird der Eimer bis zum Rand mit Eierlikör aufgegossen. So, und ich sage euch, die trinken so viel von dem Zeug, wenn die auf Kegeltour sind, haben die Hühner bei verpochten Urlaubssperre. So, jedenfalls steht auf einmal eine von den Kegelschwestern direkt neben mir. Du weißt, so Ende 50, dicht wie eine Raumkapsel. Und eine Haut, als wäre da ein Röschen unterm Solarium eingeschlafen. So, und die sagt dann zu mir, wenn du mit in mein Zelt kommst, dann zeige ich dir Dinge, die eine 20-Jährige nicht kennt. Ich sage, oh, hast du elektrische Schreibmaschine mitgebracht? Ganz feiner Humor. Liebe Herren und Herren, ich weiß, kennen Sie den Hermann? Ja, der ist überdurchschnittlich unterbelichtet. Ich sag mal so, wenn du dem in die Augen guckst, dann siehst du sofort, das Licht ist an, aber da ist keiner zu Hause. Nein, ihr müsst euch ja mal vorstellen, der Hermann, der hat letztens wirklich aus Versehen die Feuerwehr angerufen und danach sein Auto angezündet, damit er nicht so doof dasteht. Aber, liebe Herren und Herren, eigentlich hat der Hermann doch recht. Einfach ab und zu auch mal was Verrücktes machen. Das bringt ein bisschen Schwung in den Alltag. Guck mal, wenn du Arzt im Krankenhaus bist, ja, dann häng doch in den Aufwachraum einfach mal einen Kalender von 2037. Ja, meinst du, was denen die Düse geht? Oder kauf doch mal eine neue Klobürste. Kauf eine neue Klobürste, so dann tust du die neue Klobürste mit den anderen Sachen zusammen in die Spülmaschine rein. So, und wenn die fertig ist, dann holst du die Bürste wieder raus und sagst zu deiner Frau, guck mal, Schatz, jetzt ist sie wieder wie neu. Jetzt muss man die Bilder aus dem Kopf kriegen. Liebe Damen und Herren, so und zum Schluss noch ein Tipp, wenn ihr richtig mutig seid. Wenn ihr richtig mutig seid, wenn dich die Polizei bei der nächsten Kontrolle fragt, sie wissen, warum wir sie anhalten, dann sagst du ja vermutlich, weil ihr für die Kripo zu doof seid. In diesem Sinne, Allah zusammen. Lieber Volker, dein Applaus. Das ganze Publikum steht mit Recht für diese fantastische Rede von Volker Weininger. Lieber Volker, nimm den Orden des Festkomitees entgegen und von deinem Publikum eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3,
3. Auf Volker Weininger, Dreimer von Hetze, Köln. Volker Weininger, Festkomitee. Herzlichen Dank, Martiot. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Hügges obgetrogen, die Ehrengarde der Stadt Köln. Und ich übergebe jetzt das Wort an den Kommandeures, der Kurt Rehfuß. Herzlichen Dank, lieber Joachim. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man hier in diesen wunderbaren Gürzenich einziehen darf. Sie stehen alle noch und bereit, um nun mit unserem Regimentsspielmannzucht so richtig schwungvoll in den Abend zu starten. Viel Vergnügen! Delikatesse, die Schnecke vom Arabes. Und nächste noch her, jetzt kommt Ding und jetzt, vergiss. Wir möchten zu den Klängen unseres Ehrengarde-Marsches am heutigen Abend beginnen mit unserem Chortanz. Kameraden, stellt euch auf zum Tanz. Und da ist es uns eine ganz besonders große Freude und ich denke, Sie werden diese teilen, Lefjecke, wenn wir unsere Oberbürgermeisterin, Frau Henriette Reker, mit diesem Tanz ganz besonders grüßen. Viel Freude am Tanz. Ehrengarde ab 8, Chor, Tanz. Frisch ob ihr Reitermänner, halt strampig und mobil. Und seht, wenn ihr hört das Signal dabei mit Lev und Ziel. Da trägt euch Glück der Zabel an der grün und jelle Rock. Und rüstig lustig rede dann, wenn sich der Grießkammer alle sind aus Rand und Band. Ja, da rückt der Kommandant, robe die Duck, das ist denn ob die Pell. Robe die Duck, ganz Kölle ist allein. Da dürfen wir nicht fehlen, vom Ehrengarde Chor. Robe die Duck, wenn Blöse zum Appell. Robe die Duck, dann sind wir also still. Und es hat mir drüber Ehre zur Jungen.
Efeke, und zum Schluss haben wir uns noch etwas Besonderes übrig gelassen, quasi unsere kleine Zugabe. Erfreut euch nun am Kadettentanz. Ehrengarde 8, Kadetten tanzt. Lieber Joachim, das war unser kleiner Beitrag zum Gelingen der heutigen Festkomitee-Fernsehsitzung. Dankeschön für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, lieber Kurt. Das war die Ehrengarde der Stadt Köln. Jetzt darf ich euch vorstellen, bevor wir überhaupt Sitzungspräsident im Kölsche Faste leer weht, nämlich die Marie, oder hier ist es die Regimentstochter, einen Blumenstrauß überreichen zu können, Bützchen zu geben und sie vorzustellen. Es ist nämlich Anna-Sophia Beyenburg mit ihrem Jungen, dem Tanzoffizier Nico Kohr. Lass mal ausrufen auf die Ehrengarde der Stadt Köln. Drehen wir von Hetze, Köln. Ehrengarde, Westdeutscher Rundfunk. Leben Kurt, schmies das Schmulz hier raus. Ehrengarde ab 8, rechtsum, Ausmarsch. Ja, sie sind Klassiker im Kölschen Fasteleer seit mehr als 35 Jahren und einen Hit nach dem anderen vor ein paar Jahren, Lev Marie. Aber sie haben sich nicht drauf
ausgeruht, sondern jedes Jahr einen Hit. Hier sind die Paveier! Liebe Freunde hier im Gürzenich, die Paveier begrüßen euch. Und wir haben direkt eine Frage. Habt ihr Lust, mit uns zu tanzen? Ich hab dich niemals vergessen. Für den guten Moment warst du mir 6 Tage lang im Rausch wie besessen. Escher war alles vorbei. Ich dachte schon, ich sind dich nie wieder. Doch plötzlich stehst du da im Licht. Im selben Kostüm, für mich am Bühne Blick kann ich nicht widerstehen. Und auf geht's! Komm Mädchen, tanz mit mir durch die Nacht. Der Morgen wie für uns war. Tanz mit mir, du lässt dich verrückt. Der liebe Gott hat dich geschickt. Komm Mädchen, tanz mit mir durch die Nacht. So lang hat mir gewartet. Tanz mit mir, du lässt dich verrückt. Der liebe Gott, der liebe Gott, der liebe Gott hat dich geschickt. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Selbstverständlich haben wir euch auch unseren neuen Sessionstitel mitgebracht. Und Freunde, das sind die magischen 3 Worte am Morgen danach. Ihr könnt nie mehr Alkohol. Mensch, hab ich ne Schell, was war das für ein Tag? Was hätt das lecker Mädchen, du mit mir gebracht? Cabernet ist nix für den Jungen. Ich söke mit Klamotte, verdammt, wo sind die Flocke? Pralinchen um ein Kissen, jetzt brauch ich mir wissen, wo bin ich? Ja, wo bist denn der Junge? Ich sag mir nie mehr Alkohol. Hey, was hast du bloß mit mir gemacht? Ich hätt den Dübel angelacht. Ich hab den Nas von dir jetzt voll. Ich lohne die nie wieder bis zum nächsten Morgen. Jetzt stand ich nur mit dem Handtuch von morgens um der Straße. Da geht doch schon der Schutzmann. Ja, was ist hier denn los? Ich friere. Zu kalt für den Jungen. Er ist auch noch so freundlich und macht mich bis zur Tür. Schatz, es ist nicht, wie es aussieht. Ich kann dir das erklären. Da knallt es. Paf! Zu spät für den Jungen. Ich sag mir nie mehr Alkohol. Hey, was hast du bloß mit mir gemacht? Ich hätt dir Dübel angelacht. Ich hab den Nas von dir jetzt voll. Ich lohne die nie wieder bis zum nächsten Morgen. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba.
Ich hätt der Düvel an mir. Ich han den Nas von dir jetzt. Ich stollet nie wieder bis zum nächsten Mal. So, Freunde, wir wollen alle Hände oben sehen und sing mit uns. Hey, was hast du bloß mit mir? Ich hätt der Düvel an mir. Ich hab den Nas von dir jetzt. Auf geht's. Ich stollet nie wieder bis zum nächsten Mal. Hey, was hast du bloß mit mir gemacht? Ich hätt der Düvel angelacht. Ich hab den Nas von dir jetzt voll. Ich stollet nie wieder bis zum nächsten Mal. Ich stollet nie wieder bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ich habe einen ganz bescheidenen Wunsch. Ihr Lieben, schnappt euch mal euren Nachbarn oder eure Nachbarin, legt die Arme umeinander und dann singen wir Heimat ist. Ob der Welt noch ganz neu klingen an den Uhr, Kölsche Tür und die Tür, ja, die findest du schön. Und dort so, hier setzt sich dann Drum und Blasmusik und den Mann drückt dich ganz fest und dann singt sie mit. Heimat ist ja nicht bloße Wort nun. Heimat ist, wo du nicht abseits stehst. Heimat ist die Sprache und sind die Kölsche Lieder. Heimat ist da, wo du glücklich bist. Und der Zug, die hält Glück, Kita um die Schule, jetzt die Liebe Glück gerannt, mit ihr noch Standesamt. Ihr Wohnstag, Kirmes fast leer, der Planer ist nie leer. Und mit Jode Fründe fällt, viere Jahr nicht schwer. Das stimmt. Heimat ist ja nicht bloße Wort nur. Heimat ist, wo du nicht abseits stehst. Heimat ist die Sprache und sind die Kölsche Lieder. Heimat ist da, wo du glücklich bist. An der Tür und im Zug, du kennst dich aus der Kneipe in dem Kölsch, da kennt man dich schlecht raus. Wenn es einmal in der Woche, dann rief Koche hin, so wie früher bei der Mann, dann weht der Abend lang. Und jetzt ihr, Heimat. Heimat ist die Sprache und sind die Kölsche Lieder. Heimat ist da, wo du glücklich
sind. Eine Mischung aus George Clooney und einem Bär. Tag und Nacht such ich die große Liebe. Serge Marie will immer. Ich bin anders als die anderen. Ich will doch so viel mehr. Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Lev Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lev Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Das haben sie mir nicht alles schon versprochen. Doch beim Frühstück saß ich dann allein. Und wie erfahren sie mir jetzt hätt sie gebrochen. Viel zu oft fehlt die Strom. Mein Körper ist mir dafür viel zu schade. Nein, ich lasse mich nicht. Kann sie nicht mehr hören, diese Frage. Ja, aber zu dir oder zu mir? Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Lev Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lev Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Los, mal singen! La 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 Lev Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Lev Marie, das habe ich noch nie gemacht. Lev Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht bleib ich lieber Yes! Liebjacke, die Papaya lieben euch. Wir sagen Dankeschön und tschüss zusammen. Ja, liebe Freunde, 6 fantastische Musiker. Und hier muss man sie einfach mal auch vorstellen. Klaus Lückerath, Bubi Brühl, Sven Belter, Detlef Vorholt, Markus Steinsiefer und Johnny Gokus. Alles zusammen, die Papaya. Ich sagte eben schon, Sie haben sich nicht ausgeruht auf Lev Marie, sondern jedes Jahr wieder 2 neue fantastische Titel. Wollt ihr auch mehr hören? Dann sind die Mikrofone frei. Wir haben uns gedacht, für diesen besonderen Anlass möchten wir auch was Besonderes tun. Wir werden euch jetzt exklusiv, und ich meine weltexklusiv, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Also, ich werde euch jetzt quasi meine romantische Seite zeigen. Und hab mit einem ganz neuen Lied, das heißt, du bist Mingestein.
der Schuld krieg ich den Zitter, wenn du neben mir saßt. Mir war damals schon klar, der tut für mich was da. Wenn er drauf ankommt, war ich stumm wie ne Fisch. Der süße Liebesverzehr war schon damals nix für mich. Da sind Gedanken im Kopf aufgeladen. Dabei hätte ich zu jen gesagt, du bist mir ein Stern am Himmel. Für dich würd ich alles tun. Mädchen, ich schwöre dir, für immer will ich zu dir stehen. Du bist mir ein Stern am Himmel. Für dich würd ich alles tun. Mädchen, ich würd zu dir, nur mit dir allein. Für immer durch das Leben, ja. Das kommt wie Kummermord, der Typ von nebenan, der war irgendwie einfach näher an die 13 Jahre ist er das her. Noch immer fällt es schwer, wenn ich dich im Sinn, dem Typ und dem Kleid. 1000-mal hab ich an dich gedacht, warum hab ich dir nie gesagt, du bist mir ein Stern am Himmel, für dich würd ich alles tun. Mädchen, ich schwöre dir, für immer will ich zu dir stehen. Du bist mir ein Stern am Himmel, für dich würd ich alles tun. Mädchen, ich würd zu dir, nur mit dir allein. Für immer durch das Leben, ja. Jetzt komm ich hin, noch immer allein. Hab mir damals vergisst mit der Zing. Doch ich träum von dir, noch immer von dir. Vielleicht sie sind noch nicht zu spät. Willst du mit mir, Jan? So, ihr Lieben, und jetzt singt ihr einmal ganz alleine. Du bist mir ein Stern, für dich würd ich. Mädchen, ich schwöre dir, für immer will ich zu dir stehen. Ich glaube, da geht noch was, kommt. Du bist mir ein Stern, für dich würd ich. Hätt ich dich bloß gefragt. Ach, ihr Ecke, hier gehört sie nicht. Willst du mit mir, Jan? Was hast du bloß mit mir gemacht? Mich hätt der Dübel angelacht. Ich hab den Nas von dir jetzt voll. Ich durfte nie wieder bis zum nächsten Mal. So, Freunde, Finale, lass doch mal die Sau raus. Hey, was hast du bloß mit mir, yeah? Ich hätte der Dübel an, yeah. Ich hatte das von dir jetzt, auf geht's. Ich durfte nie wieder
Ja, herzlichen Dank unseren Pavayern für diesen fantastischen Auftritt. Heute Abend, lieber Sven, ich glaube, du stehst am nächsten hier oder wer hier steht, nimm der Pügel-Orden für euch entgegen und natürlich Dreimer von Hetze, Köln, Pavayer, Festkomitee, herzlichen Dank, Madet Jod. Viele Redner im Kölschen Fasteleer kommen so nicht direkt aus dem Zentrum, sondern von Mörs, Bornheim, Remagen oder Aachen oder wie man ob Aachener Platz seht, aus Oche. Und das Öscherplatz, das ist einfach auch eine wunderbare Sprache. Und daher kommt jetzt hier ein Spitzenredner, nämlich unser Jürgen Beckers. Abend zusammen. Abend zusammen. Ich greife die Worte vom Präsidenten auf, auch wenn Musik war, wenn Party war. Zum Fastelovend gehören Redner dazu. Gerade beim diesjährigen Motto, uns Sprach ist Heimat. Und wir haben ja im Rheinland eine eigene Sprache. Wir bleiben vor allen Dingen gerne im Ungefähren. Daher ist eines der wichtigsten Wörter eigentlich. Wenn wir über den Nachbarn sagen, die Nachbarn sind eigentlich nett. Er geht ja. Aber Sie? Besser wäre, wenn Sie gingen, ne? Und so haben wir das auch im Zeitmaß. Wir bleiben ja im Ungefähren. Wie lang warst du da? Ein Stündchen. Das kann zwischen 40 und 90 Minuten sein. Was hast du getrunken? Ein Bierchen. Das aber 15 Mal, ne? So ist das doch in der Ehe. Ich meine immer, der schlimmste Satz in der Ehe wäre, wenn die Frauen sagen, ich will ja nichts sagen, aber. Und das ändert sich in der Ehe, ja, das kennen Sie ja, der Sprachgebrauch in der Ehe. Am Anfang ist der wichtigste Satz, liebst du mich? Und später ist der wichtigste Satz, müssen wir einen Schirm mitnehmen. Und das kannst du als Mann nur verkehrt machen. Nimmst du keinen mit und es fängt an zu regnen, ja danke, das habe ich dir zu verdanken. Nimmst du einen mit und es regnet nicht, du bist der einzige Idiot mit einem Schirm hier. Stell dich bloß hinter mich. Und wenn du ihn dann aufmachst, ist es wieder verkehrt. Ja, so wie du ihn hältst, kann ja da in Rehen laufen. Und du musst dafür als Mann flexibel sein, auch in der Ehe. Dafür bin ich ja Hausmann geworden. Ich meine, man hat heute auch andere Hilfsmittel als früher, Thermomix. Ja, ich weiß, der ist umstritten, vor allem wegen des Preises. Ich war Odderjen, aber ich habe mich überzeugen lassen. Ich habe was ausprobiert, das werden Sie kennen, Eierlikör. Ich hatte ein eigenes Rezept, 2 Flaschen Dornkat und ein Ei. Meine Frau sagt, das ist mir zu stark. Ich sage, dann lass mal bei dir das Ei weg. Und die Firma vom Thermomix, die hat ja früher nur Staubsauger hergestellt. Ich sage den Namen nicht im Fernsehen, aber man kann es ja sagen, an Haustüren sah man so oft, vor Werktoren aber selten. Und er klingelte dann bei meiner Frau und sagte, darf ich Ihnen mal meinen Kobold zeigen? Da sagt meine Frau, ja klar, komm mal rein, ich hatte schon Angst, du wolltest mir einen Staubsauger andrehen.
Ne, danach haben die Heimhauben gemacht. Können Sie sich noch erinnern? Man sagt ja im Rheinland, das ist aber schon das Modell Raumpatrouille Orion, ne? Ich kenne das nur so als Schlauchhaube. Das wurde im Staubsauger angeschlossen. Ne, meine Mutter drehte sich dann die Rollen in der Haare, dann wurde die auf 80 Grad hochgeglüht. Und so guckte man dann zum blauen Bock. Wobei, wir haben ja bei der Haare im Rheinland auch eine eigene Sprache. Das schlechteste Deutsch wird beim Friseur gesprochen. Ne, die Friseurin sagte zu mir, hatten Sie früher einen Pony? Ich sage, ja, aber heute bin ich mit der Pferd hier. Und die Frauen haben beim Friseur noch mal eine eigene Sprache. Wenn die Frauen sich beim Friseur unterhalten, hast du sie schon lang, kurz? Ja, ich hatte es aber auch mal kurz, lang. Jetzt habe ich sie schon länger, kürzer. Ich lasse aber wieder wachsen auf kurz oder lang. Und Sprache ist ja nicht nur regional, sondern auch international. Und die Sprache schlechthin ist Englisch. Englisch ist Weltsprache, Computersprache. Das hängt damit zusammen, auf Englisch hört sich alles vornehm an. Ich sage euch ein Beispiel, Pampers. Kämst du nie drauf, dass das was Fieses ist. After 8 hört sich fieser an. Schmeckt aber besser. Und das liegt daran, der Erfinder der Pampers ist der britische Windelfabrikant Peter Pampers. Wenn das ein Holländer gewesen wäre, der hieß Piet van de Kakbots. Und dabei ist England ja nicht unbedingt ein Vorbild. Die haben seit 1952 die Königin, die Queen, Elizabeth. Die werden die nie mehr los. Die schenken dir jedes Jahr einen Ritt auf dem Pferd mit 93 Jahren. Und die Pferde tratschen ja auch da drüber. Wenn die kommt, dann sagen die, oh wei, da kommt die schon wieder. Die ist schon auf meiner Oma geritten. Und die Königin hat ja einen Sohn, Prinz Charles, der wartet schon lang. Der ist jetzt 70 geworden und da hat seine Mutter gesagt, Jung, du wirst bald König. Wohl nur bei den Schützen in Kerpen. Und Sie kennen ja den Unterschied zwischen Karnevalisten und Schützen. Wenn man uns Karnevalisten fragt, was sind Schützen, dann sagen wir, Schützen sind Jäger, die aber auf Holzvögel schießen. Und wenn sie die erschossen haben, sind sie so stolz, dass sie sich König nennen und ziehen mit Marschmusik durch den Ort. Das ist es selber, als wenn man sich hier in Köln in der Fußgängerzone vor Nordsee stellt, schießt mit einer Harpune auf ein Fischbrötchen. Und wenn man das erschossen hat, lässt man sich beim Rhein in Flammen als Hochseeangler feiern.
Denn das hat sich ja sowieso in der Schule verändert. Das ist eine andere Klientel an Schülern. Wenn früher ein Schüler zu spät kam, sagte der zum Lehrer Entschuldigung. Das kennt er ja noch. Wenn heute ein Schüler zu spät kommt, sagt er zum Lehrer, hey, Alter, hast du schon angefangen? Dann sagt der Lehrer Entschuldigung. Und die sind doch schwächer in Rechtschreibung und Interpunktion. Du kannst doch keine Diktäte mehr schreiben. Ich habe hier ein Diktat angefangen, habe ich gesagt, als er wegging, Komma, rief sie. Schrie der Erste rein, langsam, Alter, wie schreibt man Komma? Und man schimpft immer, man sagt, das sind die dümmsten Schüler, die wir je hatten. Generation doof. Und dann siehst du auf dem Elternsprechtag, der Eltern kommen. Und dann wirst du schnell zufrieden. Dann sagst du, na ja, für die Eltern geht es noch, ne? Eine Mutter kam zu mir und sagt, Sie müssen entschuldigen, mein Kind ist nicht faul, sondern nur doof. Ich gebe mir die größte Mühe. Sag, ich glaube, dass Sie sich Mühe geben, beruhigen Sie sich mit, Ihr Kind ist doch nicht so doof wie Sie. Sagt sie, wie meinen Sie das denn? Ich sage, Ihr Kind ist ja nicht hier auf der Schule. Na, aber manches in der Schule hat sich ja nicht verändert. Wenn die Kinder eine Arbeit oder einen Test schreiben, fiebert immer noch die ganze Familie mit. Vor allem die Großeltern. Der Junge schreibt morgen eine Arbeit. Da macht die Oma aber ein Kerzchen an. Sag Mutter, so wie der vorbereitet ist, müsstest du rückwärts auf die Knien Jakobsweg hier. Und so ändert sich das auch in der Ehe. Ich meine, ich kenne das ja, wenn man so 5, 6 Stunden auf einer Sitzung saß und kommt dann nach Hause, da sagt man, boah, es war gut, aber jetzt ist es doch gut. Und die Frauen fangen dann mit uns Männern so ein Suchspiel an. Guck mal, ich habe so eine Stelle im Rücken, die hat mich schon im Jürze nicht gejuckt. Nee, höher, bisschen links. Soll ich das Navi reinholen? Und dann gehen wir schlafen, da schläfst du fast ein. Da sagt meine Frau, haben wir alles zu? Ja, einige lachen, die anderen sind mit dem Partner hier, ne? Haben wir die Rollläden runter? Sag ich, geh mal gucken, ich muss sowieso noch mal Pipi machen. Du warst letzte Nacht 3-mal Pipi machen. Und wenn du nicht zählen würdest, könntest du besser schlafen. Dann kommst du zurück, du warst eine halbe Stunde weg, um Pipi zu machen. Ach, sag ich, Pipi wollte ich ja auch noch machen. Ich habe einen Mülleimer rausgesetzt. Und dann legst du dich wieder hin und ich kenne bis heute keine Frau mit warmen Füßen. Sag, warum hast du die Füße aus dem Bett hängen? Die sind zu kalt. Sag, dann tu sie da unter der Decke. Nee, ich will die kalten Dinger nicht im Bett haben. Bin ich beruhigt. Ich dachte, das wäre nicht gut angekommen, aber du lachst selber, ne? Und dann legt man sich wieder hin, bleib ruhig liegen. Dreh dich nicht immer. Hör auf, mit den Zähnen zu knirschen. Ach, sag ich, die Zähne habe ich ja auch noch an. Die muss ich aber noch ausziehen. Sonst meine ich immer, ich hätte was im Mund. Die bringe ich weg und dann komme ich wieder. Josef, ja, was ist denn? Nimm meine mit. Tust du sie wohl bitte in 2 verschiedene Gläser.
Ich war letztens mit deinen Zähnen im Aldi. Ich war mit deinen in der Apotheke. Der Apotheker sagt, Herr Beckers, mit den Zähnen Ihrer Frau sehen Sie viel jünger aus. Und da kommst du zurück, so, jetzt ist alles frei. Gute Nacht, ich liebe dich. Ja, das befürchte ich auch. Du machst mich immer noch wild. Du mich auch. Knabber mich mal am Ohrläppchen. Ja, warte, da geh ich noch mal die Zähne holen. Wir hören so auf, wie wir angefangen haben. Zum Fastelovend gehören Redner dazu. Für den fastelovende Glück sind Redner wie Kanz, Weininger, Schops, früher Rück. Auch ich will als Hausmann die Sprache benützen, um mit ihr Klarheit und Wahrheit zu schützen. Zum fastelovend gehöre Wörter noch Klav und Sprach ist Heimat, Kölle Alaf. Dankeschön. Ja, liebe Freunde, es ist richtig, dass ihr aufgestanden seid für diesen Meister. Ich würde sagen, er ist in der Champions League der Redner des Kölschen Fasteleers, Jürgen Beckers. Ja, und da meint man ja fast als Lehrer und Hausmann, dass er einfach nur ein Meister der Beobachtung ist und einfach nur beobachten muss, was in der Schule passiert, was zu Hause passiert, aber weit gefehlt. Da steckt richtig Arbeit hinter einer solchen Rede wie heute Abend von Jürgen Beckers. Lieber Jürgen, nimm du den Orden des Festkomitees entgegen und von deinem Publikum eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3, Weg. Kommando 1, 2, 3, Weg. Kommando 1, 2, 3, Weg. Auf den Hausmann Jürgen Beckers, Drehmer von Hetze, Kölle. Jürgen Beckers. WDR. Herzlichen Dank. Tschüss. Seit über 25 Jahren machen Sie Rockmusik. Und was für eine Rockmusik! Freuen wir uns auf Brings! So, Mingle, Fastelovend-Zecke, wir grüßen euch. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich würde sagen, wir fangen mit einem kleinen Halleluja gemeinsam an hier. Halleluja.
Dankeschön. So, meine Fasselaufenzecke. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, wenn man so ein hohes Amt wie zum Beispiel Präsident von Amerika innehat, dass man da ein bisschen in der Schule aufgepasst hat. Ne? Mittlerweile bin ich mir gar nicht sicher, ob der Herr Trump jemals eine Schule von innen gesehen hat, bei dem Blödsinn, den er den ganzen Tag erzählt. Der hat doch glatt behauptet, Belgien wäre eine schöne Stadt. Da haben wir Brinks gedacht, da wird Köln eigentlich das geilste Land der Welt sein, oder? Sind wir uns einig, ne? Seid ihr gut bei Stimme? Dann nochmal eine zusammen singen. Pass auf. 1, 2. Das schönste Land auf der Welt, das ist Köln. Köln, Köln. Für Bulette sagen wir Frikadelle. In Köln, Köln. Das schönste Land auf der Welt, das ist Köln. Köln, Köln. Wo kriegst du jetzt Zubitze auf die Schnelle? In Köln, Köln. Meine sehr verehrten Herren, Dennis aus Hürth ist im Haus. Schönen guten Abend. Ich glaub, wir Köln ist ein geilster Land. Ich tanz mit dir, du tanzt mit mir, die ganze Nacht, die ganze Tag. Köln ist ein geilster Land. Ich tanz mit dir, du tanzt mit mir. Köln ist ein geilster Land, yeah. Morgens wach ich auf, bin voll scheiße drauf. Spring in die Klamotten, steht der Nadel drauf. Voll reich seh ich aus, korrekt, der Tag kann losgehen. Ab der Köln, Lecker Mädchen will ich sehen. 6 Bros, gar gemacht, eine Tanke um 8. Mit dem Eiermann die Karre voll gemacht. Ich trag die Käppi wie ne Krone, Genione. Das schönste Land auf der Welt, das ist Köln. Köln, Köln. Für Bulette sagen wir Frikadelle. In Köln, Köln. Das schönste Land auf der Welt, das ist Köln. Köln, Köln. Wo kriegst du jetzt Zubitze auf die Schnelle? Hier gut sie nicht. In Köln, Köln. Köln ist das geilste Land. Ich tanz mit dir, du tanzt mit mir die ganze Nacht, die ganze Tag. Köln ist das geilste Land. Ich tanz mit dir, du tanzt mit mir die ganze Nacht, die ganze Tag. Köln ist das geilste Land. Ich tanz mit dir, du tanzt mit mir die ganze Nacht, die ganze Tag. Köln ist das geilste Land. Ich tanz mit dir, du tanzt mit mir. Köln ist das geilste Land. Abends nach der Sonnenbank fahren wir die Straße lang. Arm aus dem Fenster, wir sind Gangster. Wieder dick getrunken, der Bass, boom, boom. Die hört der VIP fängt auf den Ringen rum. Alle Leute können uns hören und uns sehen. Auch die Ladies von dem Club, die dort stehen. Ich trag die Käppi wie ne Krone, Genione. Das schönste Land auf der Welt, das ist Köln. Gut zu dich. Köln, Köln. Für Bulette sagen wir Frikadelle. In Köln, Köln. Das schönste Land auf der Welt, das ist Köln. Köln, Köln. Wo kriegst du jetzt Zubitze auf die Schnelle? Na, hier. In Köln, Köln. America first. America first. So Belgium. So Belgium. So Belgium is a beautiful city. Das schönste Land auf der Welt, das ist Köln. Jetzt seid ihr dran. Köln, Köln. Für Bulette sagen wir Frikadelle. In Köln, das schönste Land auf der Welt, das ist Köln. Köln, Köln. Wo kriegst du jetzt Zubitze auf die Schnelle? In Köln, Köln. Aber Hürth ist auch nicht schlecht. Wie sieht es aus? Habt ihr Lust mit uns zu singen? Das schönste Land auf der Welt, das ist Köln. Jetzt seid ihr dran. Für Bulette sagen wir Frikadelle. Das schönste Land auf der Welt, das ist Köln. Köln, Köln.
euch, meine Damen und Herren. Ja, ich habe jetzt irgendwo im Internet und in der Zeitung gelesen, ich weiß nicht mehr genau wo, dass es in allen Religionen dieser Welt mehr oder weniger das kleine Wörtchen Nächstenliebe gibt. Und das ist auch gut so. Und ich würde mich freuen, wenn jetzt hier in diesen schönen Gürzenich die Liebe Einzug nehmen würde. Denn die Liebe gewinnt im Gürzenich, meine Damen und Herren. Komm, mach den Fernseher aus und rutsch was näher zu mir. Der ganze Wahnsinn bleibt heute vor unserer Tür. Auch wenn es hoffnungslos scheint und die ganze Welt weint. Du hältst zu mir und wir beten dafür, dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind. Und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Lass sie alle reden, die Hoffnung macht uns stark. Alles Wunder, das Sterben, doch es kommt der Tag, an dem die Kriege aufhören. Das macht doch alles keinen Sinn, weil wir alle Kinder derselben Mutter sind. Dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit allen Kriegen. Ganz egal, wo
wunderbare Dennis, die Brinksan, Dankeschön. Wir wünschen euch eine schöne Fasselabend. Bleibt gesund und munter und auf Wiedersehen. Ja, liebe Freunde, das Beste und Feinste, was Kölsch Rock zu bieten hat, das ist Brings! Mit Stefan Brings, Peter Brings, dem Kai Engel, an der Schießbude Christian Blüm und der Kölsche Santana Harry Alfter. Und natürlich unser Dennis. Wollt ihr noch was hören? Ja, ich hab mir gedacht, sollen wir ein bisschen Polka zusammen tanzen? Ja, ne? Komm, lass mal tanzen. Letzte Fass ist leer und die Knochen, die sind schwer. Doch wenn wir zusammen singen, dann weht das überall und klinge. Was soll uns schon passieren, solange wir ein Leben führen? Polka, 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 vom Ring bis an die Wolga. Polka, 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 der Winter und die Olga. Cabernet oder Wodka. Polka, 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 alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Polka, 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 vom Ring bis an die Wolga. Polka, 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 der Winter und die Olga. Cabernet oder Wodka. Polka, 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 alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Alle springen! Und ist der Winter noch zu lang? Wir glöwe fest dort dran. Wir haben so viel durchgemacht. Jetzt machen wir uns grad. Und steht die Welt in Flamme. Wir stehen all zusammen. Ganz egal, woher wir kommen. Jetzt haben wir uns gefunden. Polka, 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 vom Ring bis an die Wolga.
Das hat ihr immer noch nicht genug. Pass auf, da brauche ich von jedem ein Händchen. Wo sind hier die Händchen? Kurz. Solange wir noch am Leben sind, am Lachen, Kriechen, Tanzen sind, solange wir noch am Leben sind. Solange wir noch am Leben sind, am Lachen, Kriechen, Tanzen sind, solange wir noch am Leben sind. Der Dennis, die Brinkser, Dankeschön. Eine schöne Fasselabend und auf Wiedersehen. Ja, lieben Dank für diesen fantastischen Auftritt. Einfach professionell, wie es kaum einer im Kölschen Fastel. Er ist eine fantastische Bühnenshow. Das war Brings. Lieber Peter, nimm ne Bügelorden entgegen und dreimal von Hetze Köln. Brings. WDR. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja, lieb, Mädchen und Junge, eine Sitzung ohne eine Kölner Tanzgruppe ist kein Kölsche Sitzung. Wir empfangen mit Begeisterung die Zunftmüs. Wahnsinn! Ja, Fastelavond zusammen Füche vorhin abmarschiert, ist die Tanzgruppe Zunftmüs, der KKG Fidele Zunftbrüder von 1919. Und wir freuen uns ganz besonders, hier bei euch zu sein und wollen auch direkt mit unserem Inzidenz hier anfangen. Denn das ist das, was uns mit der Zunftmüs ausmacht, denn wir sind die einzige Tanzgruppe in Köln, die auch in geschlossenen Räumen Schirmchen dabei hat. Nimm mal Angst vor Rennen, weil zwischendurch uns einfach die Scheinwerfer jetzt heiß sind und ganz wichtig, weil das sonst nämlich noch keiner gemacht hat. So, und darum wollen wir euch unsere Traditionstanz zeigen, der heißt Stähnetanz, Tanzgruppe, stell dich ab.
Ja, herzlichen Dank, der Mädchen und Junge. Das waren die Zunftmüs von der KG Fidole Zunftbrüder. Herzlichen Dank für euren fantastischen Auftritt. Lassen wir ausrufen auf die Zunftmüs. Dreimal von Hetze Köln. Zunftmüs. WDR. Herzlichen Dank, Martha der Fortkut. Ja, man weiß es nicht. Ist es eine? Sind es zwei? Auf jeden Fall ist es der frechste Affe, nämlich der Willi. Und er hat singe Klaus mitgebracht. Hier sind Klaus und Willi. Der Puppenspieler von Mexiko. Der Puppenspieler von Mexiko. Guten Abend. Oh, das klingt müde. Seid ihr müde? Wollt ihr nach Hause? Was wollt ihr denn? Also der Klaus grüßt alle sehr herzlich. Für den Kollegen kann er nicht sprechen. Der wird seine eigene Begrüßung haben. Oh, oh. Was denn? Ich hatte nichts vorbereitet. Du sollst ja auch nichts Besonderes sagen, was man halt sagt, wenn man irgendwo hinkommt. Wenn es bei euch zu Hause an der Tür klingelt und du machst auf, was ist das Erste, was du da hörst? Können Sie ein Paket für den Nachbarn annehmen? Nein, meine Güte, pass auf. Wir sind hier beim WDR, beim Festkomitee, karnevalistische Veranstaltung. Ach so, du meinst so einen Stimmungstest, den kann ich machen. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hip, hip. Kölle. Stadien. Haribo macht Kinder froh. Danke. Werbung ist hier verboten. Oh, soll ich es wieder zurücknehmen? Wie denn? Haribo macht Kinder fett, das weiß ich aus dem Internet. Ja gut, wenn du das weißt, dann wirst du ja wahrscheinlich was Vernünftiges gegessen haben. Natürlich. Was hast du gegessen? Kölsches Sushi. Was ist das denn? Mettbrötchen. Ich meinte was Vernünftiges und eine Pizza mit Origami. Das Gewürz heißt Oregano. Ich hatte Origami. Origami ist Papier, ja, der Karton klebte noch dran. Ich weiß auch nicht, der frisst morgens, mittags und abends Pizza. Hat mir der Doktor empfohlen. Welcher Doktor empfiehlt denn Pizza? Dr. Oetker. Hauptsache, er frisst nicht so einen Kram wie Franck Ribéry. Hast du das nicht mitbekommen? Der Ribéry hatte Ärger, weil der ein Steak gegessen hat, das mit Gold überzogen war. Oh oh. Ich hatte gestern was mit Silber überzogenes. Was denn? Döner in Alufolie. Ich sage, der macht mich jetzt schon wahnsinnig. Aber ich weiß, er ist sehr gut drauf. Er hat nämlich seit 3 Tagen eine neue Freundin. Ach, hör auf. Was ist los? Es ist der Alltag eingekehrt. Nach 3 Tagen kann es sein, dass Männlein und Weiblein nicht immer die gleiche Sprache sprechen. Ja, sagt man so. Weißt du, vorhin draußen hat ein Mann zu einer Frau gesagt, du, wir müssen dringend mal wieder miteinander schlafen. Zu wenig Sexualität in der Beziehung sorgt für Entfremdung. Da guckt die ihn an, Entschuldigung, ich kenne Sie gar nicht. Sagt er, siehste, fängt schon an. Ja, was ist jetzt das Problem mit deiner Freundin und dir? Ich verstehe nie, was sie will. Wir saßen gestern auf der Couch, ich hatte den Arm um ihre Schulter und hat gesagt, Schatz, ja, magst du dieses leichte Krabbeln im Nacken? Ja, das ist schön. Ich sage, okay, dann lasse ich die Spinne da sitzen. Ah! Du bist doch auch doof. Was denn? Warum hast du die Spinne nicht einfach weggemacht? Weil du gesagt hast, wir sollen Insekten schützen. Ach, Insekten schützen, doch keine Spinnen. Das war im Sommer. Wir hatten ein Mückenproblem und ganz im Ernst, Mücken muss ich nicht schützen. Die kann doch sowieso keiner leiden. Das sind die doch selber schuld.
Die müssten sich nur ein ganz kleines bisschen umstellen, dann wären das die beliebtesten Tiere der Deutschen. Was sollen die denn machen? Nicht mehr Blut saugen, sondern Fett. Was? Ja. Und wie stellst du dir das vor? Da kommt so eine kleine Mücke angeflogen, landet auf dem Bauch von, sagen wir mal, Rainer Kallmund, Rüssel rein und dann geht es los. Was? Was soll das bedeuten? Man sollte aus der Mücke keine Elefanten machen. Ist auch egal. Ist jetzt auch egal. Ist einfach seine Albernheit. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass wir hier sein dürfen in diesem wahnsinnig vornehmen Saal. Naja, vornehm ist er nicht. Doch, die haben am Eingang noch einen richtigen Portier, der heißt Manuel. Ich habe da keinen gesehen, aber da hängt ein Schild. Die Tür öffnet Manuel. Da steht, die Tür öffnet manuell. Das kommt aus dem Lateinischen von manus, die Hand. Ach so, ich kenne doch Anus, dir alles klar. Der weiß das. Der weiß das. Hier, Motto, und Sprach ist Heimat. Der geht auf eine Schule, wo man mehrere Fremdsprachen gleichzeitig lernt. Richtig. Was kannst du denn? Oh, ich kann ein bisschen Spanisch. Frohe Ostern. Was heißt das? Buenos Aires. Ja. Oder Italienisch, Zahncreme, Pasta al dente. Ich kann in der Türkei nach einem Polizisten fragen, Istanbul? Kannst du noch mehr Türkisch? Mein Lieblingswort ist dicke Frau. Was heißt das? Eiche massiv. Oh. Also, ich hatte ein bisschen Schulenglisch. Und damit bin ich später gar nicht so weit gekommen. Oh, wir haben sogar Fachenglisch. Ja, ja, wir haben medizinische Spezialausdrücke, sowas wie Harnleiterentzündung, Hotline, ja. Oder akuter Durchfall. Was ist das denn? Shitstorm. Hör auf jetzt. Ich hatte Schulenglisch und später in Amerika bin ich damit nicht so weit gekommen. Wieso? Die haben wieder andere Worte. Zum Beispiel, in England sagt man zu einem Polizisten Bobby. Das ist ja dann Polizeiwagen, Bobbycar. In England sagt man Bobby. Wie nennt man einen Polizisten in Amerika? Wenn er im Innendienst arbeitet, Sitting Bull. In Amerika nennt man einen Polizisten Cop. Richtig. Und wenn der neben Donald Trump steht, wie nennt man das? Keine Ahnung. Ein Cop, ein Arsch. Ja. Aber Sie merken schon, das ist eine andere Generation, eine andere Art von Humor. Als ich in seinem Alter war, da stand die Mauer noch nicht. Wie, da stand die Mauer noch nicht? Was glaubst du denn, wie alt ich bin? Keine Ahnung, auf deiner Uhr steht Fossil. Als ich in deinem Alter war, hatten wir 3 Fernsehprogramme. Ich war mit meinen Freunden immer draußen. Was habt ihr da gemacht? Wir haben gespielt, wir haben natürlich auch kleine Streiche gespielt. Aha. Harmlose Streiche, sowas wie Klingelmännchen. Was ist das? Du schellst irgendwo und wenn die Leute die Tür aufmachen, ist keiner mehr da. Kenne ich, heute heißt das DHL. Die wissen doch gar nicht mehr, was das ist, harmlose Streiche. Doch, aber meine sind effektiver. Wie effektiver? Wenn in Sommer alle ihre Fenster aufhaben, stelle ich mich bei uns in die Siedlung und rufe ganz laut, Alexa, Fernseher aus. Alexa, Fernseher aus. Ja, sehr lustig. Ich gehe auch sehr gerne zur Edeka. Da klebe ich dann Chiquita-Etiketten auf die Schlangengurken und sage an der Kasse, die Bananen sind grün, kriegt die billiger. Ja. Sehr schöne Gesichter bekommt ihr auch, wenn ihr bei DM eine Packung Kondome aus dem Regal nimmt und zur Verkäuferin sagt, Entschuldigung, wo sind denn bei Ihnen die Umkleidekabinen? Ich muss mich immer entschuldigen. Er kann schon ab und zu ein bisschen peinlich sein. Wieso peinlich? Er hat letzte Woche in aller Öffentlichkeit einen Lachanfall bekommen. Das muss sein. Es war eine Beerdigung. Mit Situationskomik.
Was? Der Mann war Peter Maffay-Fan und Organspender und die haben da gestiehlt. Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Ja. Herr Präsident, ich möchte mir an der Stelle schon mal... Ach, mit wem redest du? Ich rede mit dem Präsidenten. Joachim, für dich ist das der Präsident und nicht der Joachim. Wir kennen uns. Woher? Wir beide sind zusammen in Spanien diese berühmte Strecke gelaufen, wo die Leute sich vom Alltag erholen. Jakobsweg, nein, Schinkenstraße. Ah, da... Nicht schon wieder. Du warst nicht schon wieder auf Mallorca? Ja, sicher. War das ein Billigflieger? Am Boden ja. In der Luft wollten die für eine Cola 6,80 €. Aber der Flug war in Ordnung. Ja, einmal bin ich nervös geworden. Da hat der Kapitän die Leute begrüßt und anschließend vergessen, das Mikrofon auszuschalten. Oh. Wo ist das Problem? Das ist nicht schön, wenn du so einen Satz hörst wie Wahnsinn! Mit dem Jochen Schweizer Gutschein darf ich die Kiste alleine fliegen. Cool! Und genau in dem Moment kam die Stewardess vorbei mit ihrem Tomatensaft-Rollator. Guckt mich an und sagt, na, du siehst aus, als hättest du Flugangst. Ich sag, nee, wieso? Denn die Abstürzen verlierst du deinen Job, nicht ich. Danke und tschüss sagen Klaus und Billy. Madet gut! Ja, lieber Klaus, ich habe da nicht hineingeredet, weil du den Applaus deines Publikums genießen sollst. Danke mich. Es ist fantastisch, dass Sie aufgestanden sind, denn diese Rede von unserem lieben Klaus hat es verdient. Ich darf Ihnen vorstellen, hinter dem Namen und in der Figur des Klaus verbirgt sich Klaus Rupprecht. Und hinter dem Willi verbirgt sich der rechte Arm vom Klaus. Da drinnen, da drinnen. Auf unseren lieben Klaus Rupprecht, Klaus und Willi, dreimal von Hetze, Kölle. Alla. Klaus und Willi. Alla. Festkomitee. Alla. Machet Jod, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Liebe Freunde, ich darf euch jetzt eine Musikgruppe vorstellen. Sie sind erst seit 8 Jahren im Kölschen Fastele, aber was sie erreicht haben, ist unwahrscheinlich. 2-mal die Arena gefüllt. Im nächsten Jahr 2020 werden sie das Stadion füllen. Hier ist die Band mit K. Hier ist Casala. Einen wunderschönen guten Abend, die Damen und Herren im Jötzenich. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen in diesem Jahr und würden gerne zu Beginn mit euch gemeinsam anstoßen. Ob die Liebe, ob ein Lever, ob die Freiheit und der Dude. Alle Gläser, hu. 1, 2, 3. Ich hab so viel zu erzählen. Das letzte Mal ist sie beschert, doch der Platz, der Tape, der blinkt für immer leer. Doch ich schlüpfe rein, du uns hier süß. Und ich ströme davon, dass du bei uns bist. Doch wir haben mal die Gläser dahin, wo die Jäger sind, denn da bist du. Los uns so, doch immer. Auf die Liebe und den Leben, auf die Freiheit und der Du. Komm mal trinken und mit denen, die im Himmel sind. Alle Gläser hoch, alle Gläser hoch, alle Gläser hoch, alle Gläser hoch, alle Gläser hoch. Whoa.
Stabove Phase. Ihr sitzt auf einer Vollkarte und ihr singt. Ob die Liebe ohne Leben, ob die Freiheit und der Tod, komm und trink auch mit deiner die im Himmel sind. Alle das auch. Ob die Liebe ohne Leben, ob die Freiheit und der Tod, komm und trink auch mit der die im Himmel sind. Alle das auch. Ob die Liebe ohne Leben, ob die Freiheit und der Tod, komm und trink auch mit der die im Himmel sind. Alle das auch. Alle das auch. Alle das auch. Lass mal hören laut sein, vielleicht ist morgen alles still. Sie kannst du dir nicht kaufen, verkehrt, ja, dafür. Komm aus alle Sternstunde, die uns keiner nehmen kann. Das Nahe ist noch lang. Komm mal leben, für was sterben. Als wäre der höchste letzte Tag. Wir sind nur einmal hin, steigen hoch zu laut. Guck mal leben, hey, na. Guck mal leben, hey, na. Guck mal leben, hey, na. Hochgeschätzte Damen und Herren, liebe Mädchen und Junge, Ladies und Gentlemen, es wäre uns eine große Freude, wenn ihr einmal eure Hände über eure Köpfe gen Dach der guten Stube Kölns erheben könntet. Und jetzt lass mal zusammen ein klein bisschen laut sind. Laut sind. Laut sind. Komm mal.
Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt bräuchten diese 5 Typen noch einmal die Hilfe eurer Arme. Aber diesmal ist es nur halb so anstrengend. Ihr könntet sie einmal so nach vorne von euch wegstrecken. Und wer mich jetzt anschaut und sich denkt, nein, nein, ich habe ein Getränk in der Hand, damit macht es noch viel mehr Spaß. Denn dann freut sich derjenige, der hinter euch steht oder sitzt, gleich ganz besonders über eure Anwesenheit. Ja. Pirate, wild und frei, dreh mal Kölle, ahoi, rette sich, wer kann mal, Pirate, wild und frei, dreh mal Kölle, ahoi, und der Dudelkopf auf unser Fahrrad, der Rudelband das an. Hey, yo, hey, yo, hey, yo. Und noch einmal der Jüngste nicht, Jan, alleine. Pirate. Pirate. Und der Dudelkopf auf unser Fahrrad, der Rudelband das an. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Ahoi! Vielen Dank, ihr seid sehr lieb zu uns. Dankeschön. Wir haben euch auch ein neues Liedchen mitgebracht. Und in dem wird schonungslos aufgeräumt mit einem großen Fehler, den wir alle seit Generationen machen, wenn es ums Thema Flirten geht. Aber um dahin zu kommen, muss man ein Gespräch erstmal starten. Mit einer kreativen und ausgefallenen Begrüßung, um das Eis zu brechen. Wir haben sehr lange im Bandbus überlegt. Das Kreativste, was uns eingefallen ist, war Hey, du. Wir sagen Hey, ihr sagt du. Das ist mega unkompliziert. Hey! 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 Das funktioniert schon mal ausgezeichnet. Behaltet das im Kopf, das könnte im Lied nochmal vorkommen. Und dann irgendwann im Laufe des Gesprächs kommt unweigerlich der Punkt, an dem man fragt, hast du heute Abend schon was vor? Das ist natürlich viel zu kurz gegriffen. Denn denjenigen, den man vor einer Minute an der Theke kennengelernt hat, mit dem möchte man selbstverständlich den Rest seines Lebens verbringen. Deshalb wäre es viel logischer zu fragen, hast du der Rest von Dingem Level schon jetzt für? Ich hab keinen Plan von Quantentheorie und Raketewissenschaftler werd ich nie. Doch ich an einen Mensch, da hör ich zu, das bist du. Ich bin kein Genie, doch ich weiß 1 und 1 mehr 2. Wie sieht das? Hast du nicht los, ich war dabei. Dann haben wir beide eine, da hör mal zu, ich und du. Ich weiß, ich weiß nicht viel, ich bin nicht talentiert. Aber was wichtig ist oft nicht kompliziert. Du und ich sind mehr. Hast du der Rest von Dingen, lebe schon jetzt für. Denn wenn du nichts dagegen hast, lebe ich bei dir. Du bist wo ich hin hierher, von hier bis an Himmelstür. Hast du der Rest von Dingen, lebe schon jetzt für. Hey! Hör mir doch nicht so. Hey! Hör mir doch nicht so. Hey! Hast du der Rest von Dingen, lebe schon jetzt für. Ich bin so 20 Ecke und mir 2 Blöde. Und ich halt die Hand bis mal alle Schrumpfliche. Ich kann uns doch schon sehen. Hast du der Rest von Dingen, mein erwischt und jetzt für. Denn wenn du nichts dagegen hast, blieb ich bei dir. Hast du der Rest von Dingen, erwischt und jetzt für. Denn wenn du nichts dagegen hast, blieb ich bei dir.
doch zu. Hey! Hör mir doch zu. Hey! Hast du der Rest von denen Leben? Hast du der Rest von denen Leben? Hast du der Rest von denen Leben schon jetzt für? Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank. Ihr Lieben, ihr seid hier an einem sehr besonderen Abend und ihr werdet sehr viele Stunden hier sehr wild feiern. Und dann wart ihr sehr lange auch in einem geschlossenen Gebäude. Dann ist es ja möglich, dass man irgendwann, wenn die Sonne morgen wieder aufgegangen ist, den Gürtel nicht verlässt und nicht mehr weiß, wo man sich befindet. Da können wir helfen. Denn dieser Kasten, dieser wunderbare, steht mittendrin in der Stadt mit K. 1, 2, 3. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, los, mal springen! Ming Mann ist eine Stadt mit K. Sie ist laut, trinkt viel und schwarz. Oft zu schnell, aber immer geradeaus. Sie ist kein Mann, aber Südjoros. Hey Mann, wir sind schwer in Love. Tinkerpell, dicke Fluss, sing Sport. Karneval, das ganze Jahr. Rock'n'Roll und Uftata. Und frag mich einer, wo bist du da, der? Dann sag ich komm aus dem Dorf und dort oben. Wie schwarz hast du, ja, wo bist du da, der? Ich komm nicht aus Amerika, ich komm aus der Stadt mit K. Ich komm aus der Stadt mit K. Schalalala, 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 ich komm aus der Stadt mit K. Jahr, was du hier verloren, oft zu trocken oder hier geboren wird. Du bist einer von 1 Million, Kind vom Ring ohne Sohn von Gott. Weil uns Mama einfach jeder adoptiert, der hier aufwärts oder hier sie Herz verlegt. Du bist willkommen in der Stadt mit K. Herzlich willkommen in der Stadt mit K. Schalalala. Hinsetzen. Hinsetzen. Schalalala. Wo ist der Stadt mit K? Schalalala. Schalalala. 1, 2, 3 und springen. Vielen Dank. Ihr lieben Leute, da war es das schon mit unserem Date bei euch hier heute Abend. Wir sagen von Herzen Dankeschön. Das war ein sehr wunderbares Rendezvous. Vielen Dank. Wir wünschen euch noch einen unvergesslichen Abend. Feiert wild, bunt, laut, friedlich und wundervoll, bis die Sonne morgen wieder aufgeht. Denn das ist es, worum es bei diesem Fest, das wir Fastelovend nennen, geht. Um das Bunte und die Vielfalt. Und wir müssen aufpassen. Es laufen ganz schön viele kaputte Typen rum. Die versuchen die Vielfalt mit dem Vorschlaghammer in kleine Teile zu zerschlagen. Lasst uns das niemals zulassen. Wir sind jeder nur eine Stein vom Mosaik. Und zusammen sind wir eins. Dankeschön, Jötzenich. Madet Jod. Tschüss zusammen. Von der Südkurve bis zum Nordkreuz und vom Plätschbach zum Tradele. Von
Westhofen bis nach Sein. Wir zusammen, wir sind eins. Wir sind Mührer und Chirurgen, gute Funk und schwarzes Schaf, Banker, Bischof, Straßenmädchen. Wir sind bunt und wir sind eins. Wir sind Arschu und Satori, Sterneküch und Frittebu. Und Stadt ist dreckig, laut und heftig, doch unterm Staub der Seen ist Gold. Der Leder schert uns Hass vom Anfang bis zuletzt. Und wir sind jeder vom Mosaik ne Stein. Wir zusammen, wir sind eins. Der schert uns Hass vom Anfang bis zuletzt. Und wir sind jeder vom Mosaik ne Stein. Wir zusammen, wir sind eins. Von der Südkurve bis zum Nordkreuz und vom Plätschbach zum Tradele. Von Westhofen bis nach Sein. Wir zusammen, wir sind eins. Wir zusammen, wir sind eins. Vielen, vielen Dank. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, liebe Freunde, das ist Casala. Wenn Casala mit K, mit Pirate, ob de Bühne kommt, dann nehmen wir all die Gläser hoch und fragen das leckere Mädchen neben uns, ob sie vom Rest vom Leben mit uns jon will. Und wenn das Mädchen dann nee sagt, dann wissen wir sind eins. Ich darf euch vorstellen, einmal den Flo Peil, den Bastian Kampmann, den René Schwiers und den Lukas Berg an der Schießbude und am Baster Martin Zender. Alles zusammen, Casala! Lev Junge, habt ihr noch eine ganz, ganz kleine Zugabe? Wollt ihr eine Zugabe? Sehr also. gerne. Es ist ja so, die letzten Wochen haben wir die große Ehre, von Bühne zu Bühne zu hüpfen und Musik und Soundtrack zu euren Sitzungen und Partys zu machen. Das ist wunderschön. Aber da unten wird gefeiert. Und deshalb würden wir gerne mit euch gemeinsam ein Lied da unten singen, wenn ihr ein bisschen Platz für uns frei habt. Höges wieder so der Ofen, Junge, schön dich hier zu sehen. Wie lange haben wir nicht mehr gesprochen?
Stell dich in der Trendmütter, ja, wie schnell du fährst noch durchschrieb. Irgendwann steht sie einfach still. Ich weiß der welche Hegehause, ihr geht immer durch ja durch. Manchmal flücht man in der Himmel, manchmal legt man unter Schritt. All die Narben, all die Fälle sind auch hohe Dinge von uns. So lang wie ich lebe, sing ich ein Lied. Komm her, ich zeig dir, wie es geht. Ja, wir sind immer noch da, weil man so schnell nicht kaputt geht. Und weil es dann immer wieder abgeht, singen wir, ja, wir sind immer noch da. Trink mit mir auf dich und mich und ein neues Jahr. Ob das war das, ob das war kurz und ob das war der Wahr. Sing so laut ihr könnt. Ja, mach's ihr immer noch, weil man so schnell nicht kaputt geht und weil die Sonne immer wieder aufgeht. Sing mal, mach's ihr immer noch. Trink mit mir auf dich und mich und dann sing mal, ja, wir sind immer noch da, weil man so schnell nicht kaputt geht und weil die Sonne immer wieder aufgeht. Sing mal, ja, wir sind immer noch da. Trink mit mir auf dich und mich und ein neues Jahr. Und das war alles, und das war gut, und das war der Wahr. Vielen Dank für eure Stimme, vielen Dank für eure Liebe, einen fantastischen Abend noch. Kommt diese Nacht gut nach Hause, Dankeschön, tschüss. Ja, liebe Freunde, vielen, vielen Dank für diesen herrlichen Auftritt. Dreimal von Etze, Köln, Kasala, WDR. Herzlichen Dank, Madet Jod. Ja, liebe Freunde, zu einer Kölschen Sitzung gehört eine Tanzgruppe. Wir empfangen daher mit Begeisterung die Blauen Jungs. Blauen Jungs und ich übergebe das Wort an den Kommandanten Markus David. Lieber Markus. Blaue Jungs, Lied, Stund. Tanzchor Blaue Jungs, der KG Lücher Neustädter 1903 e.V. freut sich ganz besonders, Hückhofen bei sein zu dürfen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß und für euch tanzen nun die Blauen. Blaue Jungs, stellt euch auf zur Mottoreise.
meine sehr verehrten Damen und Herren, was für eine fantastische, tänzerische und akrobatische Leistung von den Blauen Jungs. Lieber Markus, Hesse mit der Luft, da bist du dran. Ja, liebe Freunde, ich möchte aber euch ganz kurz was erklären. Vor 2-3 Jahren haben wir den lieben Joachim zu unserem Ehrenboogie-Tänzer gemacht. Ein Ehrenboogie-Tänzer muss hin und wieder auch mal den Boogie noch ins Tanze. Ja. Wollt ihr ihn tanzen sehen? Habe ich Nein gehört. So, Jungs, zum Seemannsboogie, Oberstalt. Ja, liebe Freunde, vielen, vielen Dank nochmal für euren fantastischen Auftritt. Lassen wir also noch uns ausrufen, ob unsere Blauen Jungs der KG Löwenliche Neustädter, Dreimer von Hetze, Kölle, Blaue Jungs, WDR. Herzlichen Dank, lieber Markus, schmiss das Schmölz hier raus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man soll es gar nicht glauben, aber Musik machen Sie schon seit 20 Jahren und feiern dann auch in diesem Jahr Ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Aber im Karneval sind Sie noch nicht so lange. Aber als Sie vor ein paar Jahren den Titel hatten, et jit kei Wort, da ging die Karriere im Faste leer. Ganz nach oben, hier sind Cat Ballou. Hallo zusammen, geht's euch gut? Das klingt doch hervorragend, dann wollen wir mal Vollgas geben. Oh, ho, ho, oh. Immer wieder. Mir läuft ab das Köln mit jedem Augenblick. Hey,
Tradition gelebt, weil mir Herz zuschlägt, weil es mich just mäht, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singe mir die kölsche Lieder, spreche mir die kölsche Sprache und mir tun nicht immer wieder, Jahr für Jahr, mir tun nicht immer wieder. Wenn Rud und Wies zusammenkommt, ist das die Formel für Glück, die wird uns schon von klein an injiziert. Wir glauben, da leben ja denn, damit sind die Sorge fort, auch wenn man den Husten verliert. Ups. Mein Chaos und Harmonie, mein Trauer und Therapie, ein Spruch, die jeder versteht. Jetzt wird Tradition gelebt, weil mir Herz zuschlägt, weil es mich just mäht, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singe mir die kölsche Lieder, spreche mir die kölsche Sprache und mir tun nicht immer wieder, Jahr für Jahr, mir tun nicht immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wir tun nicht immer wieder, immer wieder, immer wieder, Jahr für Jahr. Rud und Wies, Hetz und Siel, kölsche Mädchen. Wir tun nicht immer wieder, Rosemonda, mit der Rude Pappenhaus, bis ich am Mittwoch. Wir tun nicht immer wieder, komm, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Lasst uns gemeinsam singen, weil mir Herz zuschlägt, weil es mich just mäht, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singe mir die kölsche Lieder, spreche mir die kölsche Sprache und mir tun nicht immer wieder, Jahr für Jahr, weil mir Herz zuschlägt, weil es mich just mäht, weil man niemals vergisst, weil es immer noch so ist. Singe mir die kölsche Lieder, spreche mir die kölsche Sprache und mir tun nicht immer wieder, Jahr für Jahr, mir tun nicht immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, mir tun nicht immer wieder, immer wieder, immer wieder, Jahr für Jahr, mir tun nicht immer wieder, immer wieder. Wir alle feiern das Leben, genauso muss das auch sein, denn keiner von uns weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Wir feiern Leben! Aus Plastikbecher, et Bier ist immer warm. Dann sind wir auf der Dächer und nur uns der Sonnenuntergang. Ich seh bis auf uns und die Sonne und Sterne. Mein Gitarre und die Stimme sind die schönste Sinfonie. Wir feiern das Leben, das hält uns zusammen, das wird uns keiner nehmen. Wir feiern das Leben, das wird niemals verjähren. Wir feiern das Leben, das hält uns zusammen, das wird uns keiner nehmen. Wir feiern das Leben, das wird niemals verjähren. Dürft ihr bitte einmal alle eure Hände sehen?
sieht gut aus. Wir brauchen ein rhythmisches Fundament. Ha, ha, ha. Das kann uns keiner nehmen. 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 Wir feiern das Leben, das hält uns zusammen, das will uns keiner nehmen. Wir feiern das Leben, das will niemals feiern. Wir feiern das Leben, das hält uns zusammen, das will uns keiner nehmen. Wir feiern das Leben, das will niemals feiern. So, jetzt wollen wir mal testen, ob ihr auch textsicher seid. Vorausgesetzt, habt ihr überhaupt Lust mit uns zu singen? Okay. Hück steht die Welt still für ne. Jawohl! Wenn man sich alles vergeht, da geht noch mehr. Und Hück. Und aus nem kleinen Augenblick wie die Ewigkeit. Wenn wir jetzt zusammen sind, wie sieht's mit Springen aus? De Loves Klammern wären bunte Luftballons, alles lädt sich herum in Ehren. Lass mich von der Welt treiben, von der schönen Melodie. Das letzte Geld schmeckt so süß, alles Jahr und nix steht wie. Singt ihr mit? Ich steht die Welt still für einen kleinen Moment. Wenn man sich alles vergisst. Wo seid ihr? Oh, ich. Und es ist ein kleiner Augenblick wie die Ewigkeit, wenn wir jetzt zusammen sind. Ich sing, ich tanze, uns Blicke treffen sich. Et Lächeln auf Dinge hoch und du hast weiß bei mir sich. Komm, nimm mich mit, denn du und ich, wir sind frei und nicht allein. Komm mal schon was, das wird ja nicht groß, der Moment ist her und jetzt. Ich steh die Welt still. Sich alles vergisst. Ich steh die Welt still, uns ne kleine Augenblick für die Ewigkeit, wenn wir jetzt zusammen sind. Komm, nimm mich mit, wir sind frei und nicht allein. Komm, nimm mich mit. Der Moment ist her und jetzt. Komm, nimm mich mit, denn du und ich, wir sind frei und nicht allein. Komm, halt schon fast, das wird ganz hier raus. Der Moment ist her und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt ist's reich. Ich steh die Welt still für eine kleine Moment.
was vergisst. Ich steh die Welt still und aus ne kleine Augenblick wie die Ewigkeit, wenn wir jetzt zusammen sind. So nah bei dir, so Jungs! Du spielst doch mit dem Feuer, so leist damit uns keiner hört. Du weißt, dass verboten ist. Doch berührst du mich, kein Haar mit zwischen uns. Jede Bewegung von dir ist Kunst. Du weißt, dass das verboten ist. Du weißt, dass das verboten ist. Ich fühl, wie die Herz schlägt, wenn sich alles nur im uns dreht. Für Dinge oder auf Menge Hook. Ja, ich fühl mich so nah bei dir, so jung. Ich fühl, wie die Herz schlägt, wenn sich alles nur im uns dreht. Für Dinge oder auf Menge Hook. Ja, ich fühl mich so nah bei dir, so jung. Du weißt doch, dass ich dich brauch, nur die Nacht ist mir nicht genug. Ich würd so gern bei dir sein, für immer bei dir sein. Ich weiß, dass das verboten ist, doch da vergess ich, wenn du mich bist. Auch wenn das verboten ist, auch wenn das verboten ist. Ich fühl, wie die Herz schlägt, wenn sich alles nur im uns dreht. Für Dinge oder auf Menge Hook. Ja, ich fühl mich so nah bei dir, so jung. Ich fühl, wie die Herz schlägt, wenn sich alles nur im uns dreht. Für Dinge oder auf Menge Hook. Ja, ich fühl mich so nah bei dir, so jung. Und ich fühl, wie die Herz schlägt, wenn sich alles nur im uns dreht. Für Dinge oder auf Menge Hook. Ja, ich fühl mich so nah bei dir, so jung. Ich fühl, wie die Herz schlägt, wenn sich alles nur im uns dreht. Für Dinge oder auf Menge Hook. Ja, ich fühl mich so nah bei dir, so jung. So jung. Vielen Dank. Habt ihr noch Lust? Ich bin Lokalpatriot mit stolzer Brust, mit Fahnen, Schwingrut und Wies. Alle wollen nach Berlin, heraus in die große Welt. Doch mich kriegst du nicht fort, ich kann nicht sagen, was mich hält. Es gibt kein Wort, das sagen könnte, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt. Wenn ich an mein Heimat denk, han mich immer noch nicht satt gehört, an Kölsche Leder und dem Schmuck vom Ring.
mich immer noch nicht satt gesehen an all der Hüse und dem Dom. Doch ich kann nicht sagen, was mich hält. Es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an könnte denk, oh oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an könnte denk, oh oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt 1000 schöne Lieder, in jedem steckt jetzt was drin. Doch es geht unendliche Wege, denn es ist nie so oft, wie ihr sagt. Und nein, nicht so oft. Es gibt kein Wort, das sagen könnt, wann ich will, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, et gibt wunderschön. Wenn ich an mein Heimat denk, et gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, et gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen könnt, was ich will, wenn ich an Köln denk. Oh, oh. Ich an einfach das Gefühl, ich bin so auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Wir kriegen einfach nie genug davon, euch so schön singen zu hören. Ich kein Wort, das sagt. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagt. Dann wollen wir jetzt schneller wieder. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen. Da geht noch viel, viel mehr. Wenn ich an mein Heimat denk, es gibt kein Wort, das sagen. Und Vollgas! Sehr schön gesungen, vielen Dank. Für das letzte Lied müsstet ihr euch jetzt vorstellen, ihr würdet drüben auf der Schelsig wohnen in Deutz. Wenn man da wohnt, hat man nicht nur den schönsten Blick auf den Dom, sondern auch den schönsten Heimweg. Wenn man noch einmal über die Deutzer Brücke muss, manchmal fühlt man sich wie der König der Stadt. Ich liebe es, wenn ich um die Häuser zieh. Aus allen Ecken hör ich kölsche Melodien. Alle tanzen auf Tischen und auf Stühlen. Ich kann eure Liebe spüren. Der Pöbel lässt heute die Sau aus dem Stall. Und selbst der Adel feiert bei uns Karneval. Ich steh in meinem Volk und schaue euch zu. Krieg nie genug. Ich bin der König meiner Stadt. Steh auf der Deutzer Brücke und schrei es in die Nacht. Ich bin der König meiner Stadt. Und bis die Sonne aufgeht, geb ich auf dich Acht. Wie sieht's aus? Geht's euch noch gut? Das Gold in meinem Blut macht jedes Wort zur Poesie. Die Stadt zum Königreich in meiner Fantasie.
selbstverliebt und tolerant, reich ich dir meine Hand. Ich hab in Deutsch ne Residenz, 6. Etage mit Balkon. Hier kriegt mich keiner vom Thron. Ich bin der König meiner Stadt. Steh auf der Deutzer Brücke und schrei es in die Nacht. Ich bin der König meiner Stadt. Und bis die Sonne aufgeht, geb ich auf dich ab. Steh auf der Deutzer Brücke und schrei es in die Nacht. Ich bin der! Und bis die Sonne aufgeht, geb ich auf dich. Vielen Dank, das war's von Dominik, von Kevin, von Hannes und von Olli. Das war's von Cat Ballou. Seid immer lieb zueinander. Dankeschön. Ja, liebe Freunde, das ist Cat Ballou. Ja, und immer wieder, wenn Cat Ballou auf der Bühne steht, dann steht die Welt still, wir feiern das Leben und sind König. Und es jetzt 3 Wörter, die sagen können, was wir fühlen, wenn wir an Köln denken. Das ist Liebe deine Stadt. Dürfen wir noch einen spielen? Vor 2 Jahren haben wir 2 sehr nette Menschen kennengelernt. Der eine Profifußballer, der andere Rapmusiker. Und dann haben wir ein Lied geschrieben. Einen schönen Gruß an Lukas Podolski und herzlich willkommen, Mo Torres. Guten Abend, meine heißgeliebte Stadt. Die Königin der Welt, doch wenn ich Reisefieber hab. Aber heute muss ich gehen, ein Abschied auf Zeit. Was ich für dich empfinde, ist was Liebe heißt. Ich bekomme Heimweh, sobald ich die Stadtmauern verlasse. Trag die Fahne in die Welt, damit ich lache. Verschweige nicht, dass es weh tut an vielen Tagen. Doch ich lebe für meine Lieblingsfarben. Ich bin zwar gerade nicht bei dir, aber du immer bei mir. Ob du absteigst oder ob du Doublesieger wirst. Und von der ersten Fahrt auf dem Dreirad bis zum allerletzten Herzschlag bist du Heimat. Oh. Egal wohin der Wind mich trägt, ganz egal wohin, ich nehm dich überall mit hin. Oh, oh, oh. Und bin ich auch am Ende von der Welt, ich komm zurück, ich komm irgendwann zurück. Liebe deine Stadt und oh. 86 Fäden, 9 Bezirke, die du beherbergst. Jede Nationalität für uns ein Mehrwert. 2 Türme wachen über uns, ohne schwarz-weiße Brille. Diese Stadt ist kunterbunt und hektisch. Wir leben hier im Vollspeed. Kinder werden später immer Zehner wie Podolski. Ja, schon fast ein eigener Planet mit eigenem System. Über 1 Million Menschen leiden mit dem FC bis in die 5. Jahreszeit, in den Karneval. Das Dreigestirn bildet die Staatsgewalt und nichts als der Thron ist der Standpunkt Köln. Du bist und bleibst der Dom in der Brandung für immer. Egal wohin der Wind mich trägt, ganz egal wohin, ich nehm dich überall mit hin. Oh, oh, oh. Und bin ich auch am Ende von der Welt, ich komm zurück, ich komm irgendwann zurück. Liebe deine Stadt. Sportsfreunde,
Jetzt ist nochmal euer Stimmeinsatz gefragt. Wir brauchen 150%, ob hier vorne oder ganz da hinten. Das klingt wie folgt. Obacht. Oh. Egal wohin der Wind mich trägt, ganz egal wohin, ich nehm dich überall mit hin. Und bin ich noch am Ende von der Welt, ich komm zurück, ich komm irgendwann zurück. So laut ihr könnt. Oh. Da geht noch mehr, oder? Stadt für immer. Vielen Dank und tschüss zusammen! Lassen wir Sie verabschieden mit Dreimal von Hetze, Kölle, Cat Baloo, Festkomitee. Herzlichen Dank, madet Jod. Tschüss. Er steht seit 30 Jahren auf der Bühne, hat ein Jubiläum. Ja, er ist nicht nur ein Redner, nein, er ist ein Entertainer erster Güte. Hier kommt Bernd Stelter. Wie geht's euch? Und das Fantastische ist, man sieht es euch an. Schön, dass Sie da sind. Weil was sollen Sie auch zu Hause? Ne? Nachrichten gucken, das konnten die Zuschauer zu Hause natürlich vor der Sitzung, Sie nicht. Aber was in der Welt los ist, kann ich Ihnen ja auch erzählen. Das war ungefähr so. Das Jahr 2018, also Regen war da wenig, der Sommer war gefüllt, doch eher italienisch. Sommersonne 30 Grad, wie in Italien, ist nicht schwer. Dazu Regierungskrise, nicht nur in Rom, auch in Berlin, da steppt der Bär, wegen Seehofer. Ach ja, und Fußball spielen können wir auch nicht mehr. Aber die EM24, die haben wir gekriegt. Das ist jetzt nicht besonders wichtig, aber Erdogan kriegt sie nicht und das war wunderbar. In diesem Jahr für Alexander Gerst, den Mann im All, war die Geschenkekauferei so kurz vor Weihnachten kein Problem. Der flog noch am Saturn vorbei, das war doch wunderbar. In diesem Jahr. Gestern Nachmittag saß ich im Garten, einen leichten Sonnenbrand im Gesicht. Und Donald Trump erzählt in seinen, Klimawandel gibt es nicht, der Typ ist sonderbar. In jedem Jahr. Jetzt hat er einen Notstand ausgerufen, den man in Amerika gar nicht kennt. Der einzige Notstand, den die haben, ist und bleibt ihr Präsident. Und das ist wirklich wahr. Ja, es war ein Jahr der Abschiede. Es war ein Jahr der Abschiede, nur Trump werden wir nicht los. Ne? Hier Angela Merkel. Angela Merkel ist als CDU-Vorsitzende zurückgetreten. Das erfüllt mich mit tiefer Sorge. Ich meine, wenn die Frau mal nicht mehr Kanzlerin ist, was macht die denn dann? Gut, wir wissen, einmal im Jahr geht sie mit ihrem Mann in Bayreuth in die Oper, aber die anderen 364 Tage. Sie selber hat gesagt, sie wird sich das noch überlegen. Sie hat noch ein bisschen Zeit, weil Kanzlerin ist sie ja noch. Bei der Angela ist das so. Es ist doch eigentlich gut gelaufen, doch jetzt muss sie scheinbar gehen. Er ist noch nicht gepackt, der Koffer. Nein, der steht noch in Berlin. Denn sie hat ja noch 2 Jahre. Das war die Pflicht, jetzt kommt die Kür. Jetzt geht sie mit der Queen mal shoppen, setzt den Orban vor die Tür. Und dann ist da noch der Donald, diese Flasche ohne Pfand. Wenn der mal wieder Müll berichtet, dann erklärt sie ihm charmant:
Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du da erzählst, hört sich für mich nach Scheiß an. Die Zeit, die bleibt nicht stehen, nur eines kann ich nicht verstehen. Warum dreht grad ich zurück und dieses Arschloch macht weiter? Da tritt die Angela Merkel zurück und zack, 3 neue Kandidaten. 3 neue Kandidaten. Die CDU hatte die Auswahl zwischen den 3 großen G, Generalsekretärin, Gesundheitsminister und gehobener Mittelstand. Ja? Und alle wussten sofort, wer gewinnt. Alle wussten sofort, wer gewinnt. Das Konterfei von Friedrich Merz vorne auf dem Spiegel. Das Bild von Friedrich Merz in der Bild-Zeitung auf Seite 1, 3, 5 und 12. Aber manchmal kommt es doch anders, als man denkt. Dann kam der Merz, der war doch weg seit Jahren. Und viele fragten sich, wie können wir uns den sparen? Schäuble zog die Strippen, hatte einen Plan. Doch mit Kavum und Uftata stand da plötzlich AKK. Schalalalala, 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 da stand AKK. Schalalalala, 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 da stand AKK. Da hat der Friedrich Merz das Ding verloren. Also ich hatte ganz ehrlich nicht damit gerechnet. Ne? Aber schon einen einzigen Tag nach diesem Parteitag wurde die Messehalle in Hamburg umbenannt in Merzweg-Halle. Da stellen sich ja Fragen. Ne? Ich meine, wenn Friedrich Merz gewonnen hätte, Herr Ministerpräsident, wäre dann die Ära Merkel als vor Merz in die Geschichte eingegangen? Das ist eine spannende Frage. Ne? Aber ich will hier mal eins möchte ich hier mal ganz deutlich sagen, ja? Ich glaube, diese Frau AKK, die ist kompetent. Doch, glaube ich. Ja, die kann was. Ich habe nur eine einzige Frage. Wie um alles in der Welt kann man nur so heißen? Die Frau heißt AKK, Entschuldigung, das ist ein Name für einen kleinen goldenen Roboter bei Star Wars. AKK ist doch kein Name, ist auch kein Name, nein. Das ist eine Abkürzung. Und man benutzt diese Abkürzung, weil niemand den Namen aussprechen kann. Die Frau heißt tatsächlich, und das ist jetzt kein Karnevalswitz, nicht, dass Sie denken, Stelter im Karneval erzählt immer Witze, nein. Die Frau heißt tatsächlich, Achtung, Annegret Kramp-Karrenbauer. Entschuldigung, wie konnte das denn passieren? Wie konnte das so schiefgehen? Als ich damals standesamtlich geheiratet habe, im Alten Rathaus in Köln, da musste ich schon 6 Wochen vorher dahin, um das Aufgebot zu bestellen. Und nun ist es ja so, meine Frau heißt mit Mädchennamen Rumpen. Rumpen. Ich heiße Stelter. Sie ahnen, was passiert ist. Der Standesbeamte wendete sich an meine Frau und sagte, wie ist das eigentlich? Möchten Sie auch einen Doppelnamen? Nein, Sie möchten keinen Doppelnamen. So, dieser tüchtige Standesbeamte, der hatte auf Anhieb erkannt, Rumpenstelter will man nicht heißen. Stellen Sie sich vor, Sie heißen Frau Rumpenstelter. Ihre Kinder heißen Rumpenstilzchen, das will man nicht. Hätte nicht irgendein Standesbeamter Frau Kramp-Karrenbauer warnen können? Hätte nicht ein Standesbeamter Frau Kramp-Karrenbauer warnen müssen? Jetzt nennen Sie die alle AKK statt Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich meine, ich kenne die Frau überhaupt nicht. Ich kann doch nicht Annegret für das sagen. Ich sage doch nicht Annegret Kramp-Karrenbauer, abgekürzt AKK. Ich sage Frau Kramp-Karrenbauer, abgekürzt FKK. Das ist höflich. Ja? Das ist höflich. Ich meine, in Deutschland geht das noch. Ich meine, wenn die Meldung irgendwann kommt, und die wird ja dann lauten, meine Damen und Herren, die Nachrichten. Die neue Bundeskanzlerin heißt Annegret Kramp-Karrenbauer. Ne? Sagen wir so, Jan Hofer traue ich das zu. Jan Hofer, der ist Chefsprecher der Tagesschau, der haut das raus wie nix. Ja? Ohne ohne mit der Wimper zu zucken, sagt er, meine Damen und Herren, die Nachrichten. Die neue Bundeskanzlerin heißt Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber das ist eine Meldung von internationaler Relevanz. Wie klingt denn diese Meldung bei CNN in USA? Wie klingt das in Amerika? Ich kann es Ihnen sagen, ungefähr so. Ladies and gentlemen, the latest news. The new Chancellor of the Federal Republic of Germany is called Annegret Kramp-Lorrybilder. Annegret Kramp-Lorrybilder. Die Amis lachen sich scheckig, ja? Oder Französisch. Frankreich. Mesdames et messieurs, les actualités. La nouvelle chanceleuse de l'Allemagne s'appelle Annegret Kramp-Karambolage. Oder hier, Holland.
Ich habe ja schon erwähnt, ich bin sehr oft in Holland. Ja, nicht nur Silvester, auch während des Sommers. Wie klingt diese Meldung bei unseren holländischen Freunden? Seien ja Niederlandse hier in der Grütze nicht? Das ist spannend, oder? Grütze nicht, das ist holländisch für Grütze nicht. War da hinten ein Holländer da? Nee, sehr gut, dann kann ich den Witz erzählen, pass auf. Ja. Die gleiche Meldung auf Holländisch, Dames und Herren, de laatste News. De nieuwe kanselier van de Moffen heet Anneke Gretje Kromme Karretje Boer. Dann hast du es, ne? Dann hast du es, ja. Und wenn das schon witzig ist, dann überleg dir mal, wie diese Meldung auf Schwedisch heißt. Auf Schwedisch. Mina damer och herrar, dagens nyheter. Den nyatiska förbundskansler heter Agneta Anna-Frid Pippi Lotta Victualia Rolga Dina Pfefferminzer Efraims Tochter Krampe Wolfobröt. Dann hast du es. Ja. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Zum Glück haben die internationalen Nachrichtensprecher noch 2 Jahre Zeit zum Üben. Werden sie wahrscheinlich auch brauchen. Aber eine Trennung hat mich wirklich total frontal überfahren. Ich saß vorm Fernseher, ich hörte diese Meldung. Atemlos. Atemlos. Durch die Nacht wurde mir klar, auch das Schönste hält nicht ewig. Helene Fischer hat sich von Florian Silbereisen getrennt. Ja, ich habe auch sehr geweint, Helene hat sich von Florian getrennt. Die deutsche Musikindustrie in der Schockstarre. Herbert Grönemeyer hat sich sofort ans Klavier gesetzt und eine Ballade geschrieben. Ich fand das schon außergewöhnlich. Die hatten doch nie ein Problem. Und dann die Trennung so versöhnlich. Irgendwie fand ich das auch schön. Sie war für mich stets die blonde Kühle. Das Lächeln, die Figur, die Frau ist stark. Deutschlands Männer auf dem Gipfel der Gefühle. Helene ist auf dem Markt. Ah, Helene ist auf dem Markt. Und du denkst, dein Herz schwappt dir über. Jetzt nimmst du dich, sie hat sich von Florian getrennt. Der Moment, bevor die Bild schreibt, sie hat schon längst einen anderen. Das ist, was man Sekundenglück nennt. Ah, das ist, was man Sekundenglück nennt. Und jetzt habe ich noch eine schreckliche Meldung für Sie. Eine fürchterliche Meldung. Der Präsident hat es erwähnt. Ich stehe tatsächlich 30 Jahre auf der Fastelovensbühne. Ja, das ist schön, dass Sie mich aufmuntern wollen, aber wenn du 30 Jahre auf der Karnevalsbühne stehst, da kannst du dich auf den Kopf stellen, du bist nicht mehr jung. Nee, manchmal fühle ich mich noch so. Manchmal werde ich morgens wach, dann liege ich so in meinem Ehebettchen und dann denke ich so bei mir, eigentlich bin ich noch ziemlich jung. Und dann höre ich mich morgens aufstehen. Meine Güte, was sind denn das für Geräusche? Wenn ich früher aufgestanden bin, zack, dann stand ich einfach. Wenn ich heute aufstehe, dann ist das von Geräuschen umgeben. Wenn die weißen Kalkschlägel im Kniegelenk so übereinander reiben. Kennen Sie noch das Geräusch früher an der Schultafel, wenn die Kreide so langsam zu Ende ging? Und dann hat man mit dem Daumennagel weitergeschrieben. Dieses Geräusch habe ich jeden Morgen beim Aufstehen. Dann gehe ich ins Bad, gucke in den Spiegel und dann denke ich so bei mir, du kannst auch mal wieder was abnehmen. Und dann habe ich den Badezimmerspiegel abgenommen. Ich habe mich konsequent von allem getrennt, was dick macht. Spiegel, Wagen, Fotos. Aber es ist halt so, man sieht nicht mehr so aus wie früher, ist ja klar. Ist ja auch 30 Jahre her, überlegen Sie mal, das war 1989. Wenn ich zurückdenke an das Jahr, als ich so 27 war, kein Navigationssystem im Blick, nur mit Stadtplan und viel Glück fand ich den Gürzel nicht und zurück. Die Berliner Mauer fiel und in Wimbledon beim Tennisspiel siegte Boris Becker einen Riesenscheck
in die Brieftasche gesteckt. Heute käme's Finanzamt, Scheck wär weg. Und wir Männer, wir sahen damals unglaublich gut aus. Wir waren total gut angezogen, wissen Sie noch? Die Baumwollsackos waren rosa, die Hemden von der Lippe bunt. Mein erstes C-Netz-Telefon, das wog noch über 7 Pfund. Da fällt mir ein, wenn heute ein Mann nach 15 Jahren Knast entlassen wird und er darf sich vorne an der Pforte seine Wertsachen abholen. Und nehmen wir mal an, da wäre noch ein Nokia 3110 dabei. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, das hätte noch 2 Striche Akku, garantiert. Jetzt kommt meine Lieblingsstrophe. Wissen Sie, was noch 1989 passiert ist? Tom Kaulitz wurde geboren direkt vor Bill als erster Sohn. Und in Bergisch Gladbach hatte Heidi Klum Konfirmation. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Ja. Man sieht nicht mehr so aus wie früher. Man sieht nicht mehr so aus wie früher. Ich habe neulich noch eine Autogrammkarte von mir in der Hand gehabt, von 1989. Ich sah aus, ich war blonder, hier an den Seiten war ich noch blond, ja? Hier oben in den Ecken, da hatte ich Haare und ich hatte ein Kinn. Ich hatte ein Kinn. Moment, falsch betont. Ich hatte ein Kinn, so ist richtig. Ich hatte ein Kinn, ja. Ja, man sieht nicht mehr so aus wie früher. Und deswegen sage ich immer allen Männern, bitte, wenn eure Frau älter wird, bitte ganz liebevoll behandeln. Wenn ich abends mit meiner Frau vom Fernseher sitze, Gläschen Wein dabei, und meine Frau sagt zu mir sowas wie, sag mal, Schätzelein, bin ich eigentlich dicker geworden? Dann sage ich, wer? Du? Aber Toffifee, du bist doch nicht dicker geworden. Das Wohnzimmer ist eingelaufen. Das ist charmant. Das ist charmant. Und alle Männer sollen sich bitte morgens mal vor den Spiegel stellen. Wenn sie aus der Dusche kommen, dann werden sie sehen, die sehen nackig auch nicht mehr so knackig aus. Und daraus habe ich ein Lied gemacht. Und wir haben hier auf der Bühne das mit Abstand beste Sitzungsorchester, das man überhaupt buchen kann. Das Orchester Markus Gewohlt. Und wir rocken das jetzt zusammen. Ich lass mein T-Shirt an am Strand, nicht nur wegen dem Sonnenbrand. Nee, was da drunter ist, das muss nicht jeder sehen. Es war ein schleichender Prozess, dass ich ein bisschen mehr trinke und esse. Aber jetzt gebe ich's zu, ich habe ein Problem. Ich seh nackig nicht mehr ganz so nackig aus. Ich hab so Vorwölbungen im Mittelteil meines Körperbaus. Wenn ich nicht aufpasse, pass ich nicht mehr durch die Haustür in mein Haus. Denn ich seh nackig nicht mehr ganz so knackig aus. Wenn's früher mal hitzefrei gab, dann fuhren wir mit dem Rad ins Freibad. Da war ich auch nicht schlank und doch ich hatte Spaß. Hüpf ich heute mal ganz cool vom 3-Meter-Brett in den Pool, wird auf der Liegewiese jedes Handtuch nass. Ich seh nackig nicht mehr ganz so nackig aus. Ich hab so Vorwölbungen im Mittelteil meines Körperbaus. Wenn's im Eierbettchen abgeht, geht die Nachttischlampe aus. Denn ich seh nackig nicht mehr ganz so knackig aus. Ich seh nackig nicht mehr ganz so knackig aus. Vielen Dank, Sie waren wunderbar. Feiern Sie schön. Tschüss zusammen. Vielen Dank. Lieber Bernd, dein Applaus. Der ganze Saal steht für einen hervorragenden Vortrag von Bernd Stelter. Vielen, vielen Dank, lieber Bernd. Und er
schafft es immer wieder. Und das ist ja die Aufgabe eines Redners. Es ist die Aufgabe eines Narren, den Spiegel vorzuhalten und dort einzubauen, die Politiker, was sie so das ganze Jahr verwurstelt haben oder aber auch die Promis, die wir haben. Und da ist der Karneval genau das richtige Ventil. Wenn wir 10 Monate im Jahr Besserwisser haben, dann wollen wir mindestens 2 Monate Karneval feiern, um einen solchen Redner zuzuhören wie Bernd Stelter. Lieber Bernd, nimm den Orden des Festkomitees entgegen und dreh mal von Hetze Kölle! Bernd Stelter, Festkomitee. Herzlichen Dank. Liebe Freunde, ich darf euch jetzt ankündigen, ja, eine Gruppe, die den Wolkeplatz im Kölschen Fasteleer errungen hat. 2016 haben sie mit dem Lommi ihren Platz erreicht bei Top Jack und 2018 mit ihrem Titel Kölsch ist Cash den Losmer-Single Mitsing-Wettbewerb gewonnen. Hier sind Milieu! Ja, eine wunderschöne Fastelovend zusammen, jede durch allen Jod. Sehr schön. Dann wollen wir euch jetzt mal entführen zu unserem Lieblingsplatz, der ist ganz, ganz weiter oben. Zum Wolkeplatz. Wo sind die Händchen? Du sagst, lass uns Rückkehr probieren. Ich sag, was hast du für? Du sagst, du kennst den Platz in der Wolke. Und ich sag, wo du warte mir, wo du warte mir. Gürze nicht mit euch zusammen. Mir helfen zum Wolkeplatz und unter uns der Puls der Stadt. Und hey, klein wie Insekten, die Hüser sind uns wie im Mond. Der Fluss, ein vibrierender Oder und Felder, sie leuchten in Jod, sie leuchten in Jod. Gürze dich, könnt ihr singen? Mir Puls der Stadt und hey, dam, 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 da, 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 dam, 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 da, da, da,
Ist das etwa schon alles? Das geht noch lauter! Sehr schön! Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen euch ein kleines Geheimnis verraten. Wir werden in diesem Leben ganz sicher nicht mehr erwachsen. Und falls es euch genauso gehen sollte, dann reitet mit uns auf dem Schöckelpad. Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Ich fahr am liebsten Achterbahn und stell mich schnorrens an. Ich hol der Looping Louis Ross, wenn ich da Bock drauf hab. Der Papst hat immer noch der Jung, das steckst so in ihm drin. Und hätte Oma jetzt gekocht, muss zweimal nachschlafen. Das einzige Jahr, was ich jetzt kann, ist jung sein. Das Leben ist der Ritter am Schöckelpad mit euch zusammen. Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Ich schweb zum Ab und flippe aus, kriege nicht, was ich will. So leidenschaftlich gokele, das mag ich jetzt am Grill. Spiel ab und zu noch Schlagzeug auf der Pött aus Mamas Schrank. Und abends läuft die KKG, wenn ich nicht schlafen kann. Das einzige Jahr, was ich just kann, ist jung sein. Das Leben ist der Ritter am Schöckelpad. 2, 5! Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Irgendwann, wenn wir groß sind, dann hören wir damit auf. Irgendwann, wenn wir groß sind, dann wird alles anders, macht jetzt keinen Kopf. Kurz nicht, aufsatteln! Hey, hey, yippie, 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 yeah. Hey, hey, yippie, 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 yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Könnt ihr das ganz alleine? Hey, hey. Alle zusammen! Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Letzte Runde! Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Hey, hey, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Dankeschön. Liebe Leute, jetzt sind es Kölsch statt Cash. Nichts in der Tisch, Kölsch statt Cash.
Gold und Diamante, Luxus und Bling Bling, Rolex und Ferrari waren nie mein Ding. Et Leben, ohne Käse und Schinken, aber nicht viel zum Glück. Es ist nichts dabei, nur uns zwei, leer die Zeche, Köln, Stadt, Köln. Nichts in der Tasche, Köln, Stadt, Köln. Nur du und ich und du, Mache nach die Augen zu. Nur du und ich und du, mit nichts in der Tasche. Wo seid ihr? Köln, Stadt, Köln. Sehr schön, geht noch wieder. Kaviar, Champagner, ein Yacht mit Sonnendeck. Für mich schmeckt am besten beim Imbiss der Eck. Et Leben, ohne Käse und Schinkenbrot, nicht viel zum glücklich sind. Könnt ihr den Text? Nichts da, nur uns zwei, leer die Zeche, Köln, Stadt, Köln. Nichts in der Tasche, Köln, Stadt, Köln. Nur du und ich und du, Mache Nacht die Augen zu. Nur du und ich und du, mit nichts in der Tasche, Köln, Stadt, Köln. Verbruch Millionen, kostet viel. Mit jeder Rolle, uns anzulernen, ist verzählt. Nimm dich in der Arme und schunkelt. Wunderschön, das sieht sehr professionell aus. Könnt ihr dabei auch noch singen? La, 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 la. Wo seid ihr? Nix in der Tasche, Köln, Stadt, Köln. Ja, nix in der Tasche, Köln, Stadt, Köln. Nur du und ich und du, Mache Nacht mit die Augen zu. Nur du und ich und du, mit nichts in der Tasche, laut! Nur du und ich und du, Mache Nacht mit die Augen zu. Nur du und ich und du, mit nichts in der Tasche, Köln, Stadt, Köln, hey! Nur du und ich und du, Mache Nacht mit die Augen zu. Nur du und ich und du, mit nichts in der Tasche, Köln, Stadt, Köln. Ja, nichts in der Tasche, Köln, Stadt, Köln. Nichts in der Tasche, Köln, Stadt, Köln. Vielen, vielen Dank. Madet Jod. Hatte eine wunderschöne Abend und tschüss zusammen. Ja, liebe Freunde, was für ein fantastischer Auftritt von unserem Milieu. 5 sympathische junge Männer, aber nicht nur das, sondern man muss sich mal vorstellen, eine relativ neue Gruppe, die jedes Jahr, jetzt 4 Jahre hintereinander, einen Hit hingelegt haben. Das ist eine ganz fantastische Leistung von unserem lieben Mike Krämer in der Mitte, unserem Sven Lölgen der Quetsch, der Nils Schreiber am Bass, Max Eulmann und an der Schießbude, der Simon Rösler, alles zusammen, Milieu!
Was haben Sie verdient? Eine Rakete an die Gewehre. Kommando 1, 2, 3. Hey! Kommando 1, 2, 3. Hey! Kommando 1, 2, 3. Hey! Lieber Mike, nimm du den Orden Püngel entgegen und von natürlich unserem Publikum dreimal von Hetze Köln. Milieu. WDR. Herzlichen Dank. Madet jo. Tschüss. Steht die Bürgergarde blau jault und ich gebe das Wort ab an der Kommandorus, unsere liebe Markus, du hast das Wort. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zur Einstellung spielt Regimentsspielmannszug und Regimentsmusikzug der Bürgergarde Kölsche Töne in Blau und Jolt. Los, Jon.
Ja, Lefjecke, meine sehr verehrten Damen und Herren, schauen Sie mal auf die Bühne. Vor Ihnen stehen die absolut schönsten Männer Kölns. Wir tanzen nun zu Ehren unseres lieben Christoph Kuckekorn, der schönste Festkomiteepräsident, den wir jemals hatten, den Jadetanz. Seid ihr fertig? Achtung! Jadetanz! Kölsche Junge sind im Herrgott gut gelungen. Da hätte er selber sich gesagt, die erste Feind parat gemacht. Leutnant war ich einst bei den Husaren, als wir jung und glücklich waren. Denkst du noch daran zurück? Leutnant war ich einst bei den Husaren. Sind mit 47, 11 gedreht. Dort inzwischen, denn wir sind mit 47, 11 gedreht. Vom Helios noch Aldomat, grüßt ich all die Waldpotzplatz, wo der Kölsche klar, vom Queerfeld dreimal Allah. Vom Helios noch Aldomat, grüßt dich all die Waldpotzplatz, halde Hut dem Kölsche klar, us ihre Welt dreimal Allah, denn einmal nur im Jahr ist Karneval am Rhein, denn einmal nur im Jahr ist Karneval am Rhein. Euer Applaus! Lieben Markus, vielen Dank für diesen Aufzug der Bürgerjahre. Lass uns ausrufen, ob die Bürgergarde Blau-Jolt, Dreimer von Hetze, Köln! Bürgergarde! WDR! Lieber Markus, schmies die Lücke raus.
Seit 10 Jahren sind Sie im Kölschen Fasteleer. Ja, wie ist denn der Plan? Machen wir Tschingdarasser Bumm oder Nimi Fasteloven? Hier sind Querbeats. Hallo zusammen. Geht's euch gut? Wir sind Querbeats. Nie mehr Fasteloven ohne euch. Du warst verkleidet als Schneeleopard, wild am Tanz ob Dinge eine Art. Du warst Köln, in jeder Bewegung redest du lang her. Wir haben jede Kneipe auf den Kopf gestellt und jeder hat vor Dingen im Laden verzählt. Dann haben wir uns verloren in den Tümmel am Aldermarkt und ich sag dich jedes Jahr mit der Trunk. Mit der Trunk, mit der Trunk, mit Drecke durch die Fälle, mit der Trunk, mit der Trunk, bis man dich gefunden hat. Und ich sag nie mehr Fasteloven, nie mehr Rud und Wies, nie mehr Fasteloven ohne dich. Yeah! Tübinger dir war am Bagger wie je. Wir haben Torn gelacht, dort war unser Augenblick. Zu einem letzten 90s wurde nachlegendär. Wir haben uns gewünscht, dass es für immer so wär. Wir haben jede Kneipe auf den Kopf gestellt und jeder hat für sich im Laden verzählt. Dann haben wir uns verloren im Getümmel am Aldermarkt und ich sag dich jedes Jahr mit der Trunk. Mit der Trunk, mit der Trunk, Drecke durch die Fäden, mit der Trunk, mit der Trunk, bis man dich gefunden hat. Und ich sag nie mehr Fasteloven, nie mehr Rud und Wies, nie mehr Fasteloven ohne dich. Yeah! Bis man dich gefunden hat. Und wir trinken mit der Trunk durch die ganze Stadt, bis man dich gefunden hat. Nie mehr Fasteloven, nie mehr Rud und Wies. Und ihr? Ohne dich. Nie mehr Fasteloven ohne dich. Gibt's sie nicht. Das ist ein Liebeslied. Habt euch alle lieb. Habt euch immer noch lieb. Dann nehmt euch mal alle in den Arm. Alle nehmen sich jetzt mal in den Arm. Spread the love. Und jetzt brauchen wir von euch das lauteste ohne dich, was ihr je in eurem Leben gesungen habt. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Zusammen. Nie mehr Fasteloven, nie mehr Rud und Wies, nie mehr Fasteloven. Oh! Wer von euch feiert ganz gerne mal? Hände hoch. Wir machen das nämlich auch sehr gerne.
Und nicht selten trifft man uns dann nach einer durchgemachten Nacht mitten in Köln. Am Barbarossa Platz. Wir hatten einen Plan und so fing alles an. Das Baba Knepper, nichts muss und alles kann. Das soll niemals aufhören, so gut ist diese Zeit. Egal wohin es geht, ich bin dabei. Jetzt schon ins Bett zu gehen, das ist zu easy, zu easy. Ich schau mir auf die Hand, noch schnell cheesy, cheesy. Oh, ich lebe im Röstendorf, das niemals schläft. Erzähl es deinem Chef. Guten Morgen, Barbarossa Platz. Bist du auch noch wach? Hast du auch die letzte Nacht wieder durchgemacht? Guten Morgen, Barbarossa Platz. Bist du auch noch wach? Meine Drinks gehen hoch und ich leg nochmal los. Ich mach den Tag so nah. Die gelben Schiffe hupen, die graue Stunde weg. Alles rausgehauen für einen guten Swag. Die Nacht sieht man uns an, alle Farben im Gesicht. Aber Baba, so bist du und so bin ich. Feuer, Wasser, Dancen und Matratzensport sind genau mein. Ist das euer Ding? Wo sind die Hände? Feuer, Wasser, Dancen und Matratzensport sind genau mein. Erzähl es deinem Chef. Guten Morgen, Barbarossa Platz. Bist du auch noch wach? Hast du auch die letzte Nacht wieder durchgemacht? Guten Morgen, Barbarossa Platz. Bist du auch noch wach? Meine Drinks gehen hoch und ich leg nochmal los und ich mach den Tag zur Nacht. Und alle machen Schrippe voll, so sexy. Links, rechts, links, rechts. Und alle machen Schrippe voll, so sexy. Seid ihr sexy hier heute? Dann lasst es jetzt raus. Sucht euch die Nachbarn links und rechts. Und dann schön mit den Hintern ein bisschen aneinander abtanzen. Come on. Links, rechts. Die Welt hat Twerking. Köln hat Stippefoot, Leute. Meine Drinks gehen hoch und ich leg nochmal los und ich mach den Tag zu nah. Guten Morgen, Barbarossa Platz. Bist du auch noch wach? Hast du auch die letzte Nacht wieder durchgemacht? Guten Morgen, Barbarossa Platz. Bist du auch noch wach? Meine Drinks gehen hoch und ich leg nochmal los und ich mach den Tag so nah. Links, rechts. So sexy. Guten Morgen, Barbarossa Platz. Dankeschön, wir sind Querbeat. Querbeat. Dreimal von Hetze, Köln. Querbeat. Festkomitee. Herzlichen Dank. Wenn der Sitzungspräsident an den Bühnenrand geht, dann ist entweder die Sitzung beendet, das ist aber nicht der Fall, sondern wir empfangen den Höhepunkt einer jeden Sitzung. Hier ist das Trifolium der Session 2019, das Kölner Dreigestirn. Jungfrau Katharina Dreimer von Hetze, Köln! 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 Und
Totalität mag der Erste, dreimal von Hetze, Kölle, Kölle, Kölle. Prinz mit dem Bauer und der Jungfrau tritt, dann geht er zerstört. Steht, das ist der Liebe Freunde, ich darf euch vorstellen, in dieser Session kommt das Dreigestirn aus 3 unterschiedlichen Gesellschaften, nämlich die Große Allgemeine, die Schlenderhahner Lumpe und die Lesegesellschaft. Ich darf euch vorstellen, in der Mitte, und er ist der Sitzungspräsident der Schlenderhahner Lumpe, seine Totalität mag der Erste, Marc Michelske. Nicht nur ein einzig Mal, ein Schmucker Prinz im Karneval, dann würdest du, Prinzesschen mein, das wär so schön, um wahr zu sein, das wär so wunderschön, das wär so wunderschön. Das wär so schön, um wahr zu sein. Dann darf ich euch vorstellen, an seiner rechten Seite der Kölner Bauer, Symbol für die Wehrhaftigkeit. Er hat den Stadtschlüssel und den Dreschflegel. Ich darf euch vorstellen, den Bauer Markus Meyer. Gerafft der Fodersack, Lötsche Dreck an, Höchsten in die Bähnebahn. Doch ist auch so voll Bockfluss, so ne Laus hier Ongelebus. Tingelingeling, lustig sind wir doch trotz allem Tingelingeling. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Ja, ein ganz großer Tanz. Jetzt hat es die Jungfrau besonders schwer. Aber sie ist natürlich die hübscheste von allen. Ich darf Ihnen vorstellen, die Jungfrau Katharina Michael Eberwand. So, ich habe jetzt genug geschwart. Das Wort hat unser Prinz. Lebt Fastelovend, Samillich. Wunderschön, hier bei euch zu sein. Nach den ganzen Erlebnissen vom heutigen Tage fehlen mir noch ein bisschen die Worte, da müssen wir erst mal mit klarkommen. Aber das schaffen wir irgendwie in den nächsten Wochen, wir 3. Wir haben viel erlebt und heute, knapp 8 Wochen nach unserer Proklamation, hier oben wieder bei euch zu stehen. Da merkt man doch, da ist so viel passiert, da haben wir so viel erlebt. Schauen wir mal, was bleibt. Aber wir hatten uns schon vor der Session überlegt, was soll von uns 3 in Erinnerung bleiben. Und eine der Sachen, wo wir gesagt haben, uns 3 ist ein Herzenswunsch erfüllt worden, ein Lebenstraum, dass wir das Dreigestirn werden durften, sein durften. Da haben wir überlegt und die Kölschen Fründe gefunden, die mit den Maltesern zusammen den Herzenswunsch-Krankenwagen ins Leben gerufen haben. Und dieser Herzenswunsch-Krankenwagen sorgt dafür,
dass Menschen mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die wahrscheinlich nicht wissen, wie viel Zeit sie noch haben werden, ein letzter Wunsch erfüllt wird. Ob das eine Reise ist mit diesem Fahrzeug zu einem Fußballspiel oder an einen besonderen Ort, das ist den Personen überlassen. Aber wir hoffen, dass mit dem Geld, was wir gesammelt haben, was uns gespendet wurde für unsere Tätigkeit quasi, dass wir durch die Säle ziehen, darüber reden, dass mit diesem Geld noch viele, viele Wünsche von Menschen erfüllt werden und dass das einfach auch etwas bleibt von uns. Vielen Dank. Auch wir drei gehen wie viele mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Unsere Frauen sind im Saal und ich weiß, dass wir drei sehr glücklich sind, nach den 8 Wochen auch einfach wieder zu Hause einzukehren. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Nobelverbrennung. Gerade in den ersten Reihen sehe ich viele, die müssen da mal hin. Viel Spaß dabei. Lasst uns ausrufen auf unseren Fastelovend. Mit dreimal von Netze, Kölle! Fastelovend! Kölle! Vielen Dank. Ja, liebe Freunde, bei unserem Kölner Dreigestirn der Session 2019 bleibt nicht nur euer soziales Projekt, sondern die Menschen dieser Stadt, die euch etwas gegeben haben und ihr, die den Menschen dieser Stadt etwas gegeben haben. Und das ist das Wichtigste im Kölschen Fastelehr. Herzlichen Dank dafür, unserem Kölner Dreigestirn 2019. Lassen wir ausrufen, ob die drehen wir von Hetze, Kölle, Kölner Dreigestirn, Festkomitee. Herzlichen Dank und Auszug. Seit über 45 Jahren sind Sie Botschafter unserer Stadt. Weit über unsere Grenzen hinaus vermitteln Sie unser Lebensgefühl in ganz, ganz viele Städte unserer Republik. 6 Buchstaben, H-Ö-H-N-E-R. Hier sind die Höhner. Empfang. Wir wünschen euch allen eine wunderschöne Fastelovend zusammen. Jetzt geht's los. Zusammen
Mann vorbei. Hurra, hurra, wir kommen mit allen Mann vorbei. Mit allen Sterne selber und reden lassen, denn wir kommen mit allen Mann und dann reden lassen, denn wir kommen mit allen Mann. Und wir machen noch lange nicht Schluss. Wir machen noch lange nicht Schluss. Wir haben doch gerade jetzt angefangen. Blau wird Meers in die Augen. Du lust mich so traurig an. Wer hinfällt, muss auch wieder aufstehen. Dort ruckelt doch im Leben an. Alles wird, wenn du auch fortläufst. Alles, wonach du dich setzt. Und das wird immer in dir sein. Sögt die us, das hatte vor dir. Lass doch der Kopf nicht hängen, und das, wo die Herz dran klebt, hör niemals auf zu singen, tanz, 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 solang wie du noch tanzen kannst. Lass dich doch einfach lieben, und das, wo die Herz dran klebt, du willst die Glück schon singen, tanz, 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 solang du tanzen kannst. Das, was du gestern geträumt hast, kann morgen die Wahrheit schon sein. Das, was du gestern versäumt hast, das holst du nie wieder in. Lass doch den Kopf nicht hängen, und das, wo die Herz dran klebt, hör niemals auf zu singen, tanz, 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 solang wie du noch tanzen kannst. Lass dich doch einfach lieben, und das, wo die Herz dran klebt, du willst die Luft schon fingen, tanz, 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 solang du tanzen kannst. Kümmere dich doch nicht um jeden Riss. Sag dir jede Morgen, wenn du aufstehst, das Leben, das ist so, wie es ist. Lass doch den Kopf nicht hängen, und das, wo die Herz dran klebt, hör niemals auf zu singen, tanz, 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 solang wie du noch tanzen kannst. Lass dich doch einfach lieben, und das, wo die Herz dran klebt, du willst die Glück schon singen, tanz, 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 solang du tanzen kannst. Lass doch der Kopf nicht hängen, und das, wo die Herz dran klebt, hör niemals auf zu singen, tanz, 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 solang wie du noch tanzen kannst. Lass dich doch einfach lieben, und das, wo die Herz dran klebt, du willst die Glück schon singen, tanz, 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 solang du tanzen kannst.
großartig, zu vorgerückter Stunde noch so eine Stimmung und besonders finde ich toll, dass ihr sogar schon bei den neuen Liedern fleißig mitsingt. Das lässt hoffen fürs nächste Stück. Wir haben nämlich jetzt ein kleines Experiment mit euch vor. Ich meine, so jung wie heute kommen wir nie wieder zusammen, oder? Das sind doch die Momente, die man einfrieren möchte, oder? Die Augenblicke im Leben, die man festhalten will, wo man die Welt anhalten will. Und genau das wollen wir jetzt mit euch machen. Ich erkläre mal, wie es funktioniert. Immer, wenn das Wort Welt fällt, siehst du hier, der Jens kennt das schon, dann friert der Mann ein, egal bei welcher Temperatur, dann kann der sich nicht mehr bewegen. Erst wenn das Wort ein zweites Mal fällt, wird er sich wieder bewegen. Ich kann das unter Beweis stellen. Pass auf. Welt, siehst du, sag ich doch. Genau dasselbe erhoffen wir uns jetzt von euch. Allerdings unter erschwerten Bedingungen, nämlich aus der Bewegung heraus. Dazu brauchen wir den Heiko. Heiko, könntest du ein bisschen Rhythmus machen, dann können die Leute ein bisschen klatschen. Ja. Das wäre die eine Bewegung. Die zweite Bewegung wäre vielleicht ein bisschen Körpereinsatz. Genau, mit dem Fötchenwibbele. Wir machen jetzt nur einen kleinen Test, das gilt auch für den Elferrat. Ein kleiner Test, um zu sehen, ob alle aufgepasst haben. Achtung, wenn das Wort vorbeikommt, dann einfrieren. Komm, wir halten die Welt an, um ewig zu bleiben. Boah. An diesem Tag, an dem der Himmel mit uns lacht. Toll. Komm, wir halten die Welt an, um Geschichte zu schreiben. Weil dieser Tag unsterblich war. Stopp. Ich muss euch ein Kompliment machen. Herr Präsident, hast du mit den Leuten geübt oder was? Das ist ja unglaublich. Das haben wir höchst selten, dass der komplette Saal alles richtig macht. Mit anderen Worten, wir können direkt in medias res gehen. Ich nehme die Welt zur Hand, um sie mit euch anzuhalten. Kurz vor 6 und wir sind hellwach, noch bevor der Wecker klingelt. Aufgeregt, voller Tatendrang und mit großer Zuversicht. Mit dem Herz in beiden Händen und dem Willen, der niemals bricht. Eine Chance, uns aufzuhalten, gibt es nicht. Komm, wir halten die Welt an, um ewig zu bleiben. An diesem Tag, an dem der Himmel mit uns lacht. Super! Komm, wir halten die Welt an.
großartig. Wunderbar. Wir lieben euch. Das sage ich aber nur deshalb, weil wir jetzt ein Liebeslied spielen wollen. Ich weiß, bei solchen Veranstaltungen ist es eigentlich verpönt, das Handy einzuschalten. Wenn ihr so ein Gerät mit habt und das Gerät verfügt über diese Taschenlampenfunktion, dann seid ihr so gut. Dann zündet jetzt ein Licht an für die Liebe oder in dem Fall für den lieben Mickey. Das kenne ich, ist aus diesem Film. Ein Offizier und ein Prinz Karneval. Du bist für mich jetzt ganz Besonderes. Du bist in meiner Welt alles, was wirklich zählt. Du bist für mich mehr als Himmel und Erd. Du bist Glück und Enttäuschung für mich. Du bist auch Traumewelt. Ein Leben lang will ich zu dir gehören. Ein Leben lang zu dir, ganz allein. Ein Leben lang willst du mich nicht verlieren. Ein Leben lang kann uns keiner klein. Ein Leben lang. Du bist für mich Liebe und Leidenschaft. Du bist auf jeden Fall immer die edelste Wahl. Du darfst für mich uns die Diva sein. Zusammen mit dir ja nicht mehr, durch dick und dünn. Zu dir gehören, ein Leben lang zu dir, ganz allein, ein Leben lang, willst du mich nicht verlieren, ein Leben lang, tritt uns keiner klein, ein Leben lang. Saxophon Jens Schleifli. Ja, liebe Freunde, so langsam nähert sich alles im Leben einem Ende. Und ich darf mich bedanken bei Ihnen hier im Jötzenich für die tolle Stimmung und bei Ihnen zu Hause, dass Sie eingeschaltet waren bei der Fernsehsitzung Karneval in Köln des Festkomitee Kölner Karneval in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Und wir feiern jetzt hier weiter mit den Hühnern.
ich raus, ohne Bett. Du bist eine Stadt mit Herz und Ziel. Hey Köln, du bist ein Gefühl. Ich hab die Städte der Welt gesehen. Ich wohne in Rio, New York und Berlin. Sie sind auf ihre Art jod und schön. Doch wenn ich ehrlich bin, dort trägt mich nichts hin. Ich spruch vom Balkon, der Blick auf den Dom und die Hüschen rund Aldermann. Ich spruch der FC und die München, hey, wo die Jode echte Kölsche hat. Mit euch zusammen. Hey, Köln, du bist da Blick. Hey, wo ich raus, wo der Blick. Du bist eine Stadt mit Herz und Ziel. Hey, Köln, du bist ein Gefühl. Du hast gekriegt, was wir Leben bezahlt. Doch so haben die Schilder aufgestellt. Die Zentimeter für die nicht halt. Die beste Ecke, die sind grau und kalt. Düsseldorf, da wird drin gebaut. Oh, viel versaut. Und trotzdem, ey, das ist ihr Best. Da hat der Ärger von Höhen und das geht Glück.